Brunsbüttel Elbe Traffic, die Fairplay 95. Guten Abend. Fairplay 95, Brunsbüttel Elbe Traffic. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Wir passieren gleich die Landesgrenze, einmal weiter abwärts mit 3 Mann an Bord und 26 Tiefgang als Escort-Schlepper für den MetaMask. Als Escort-Schlepper, gute Fahrt. Danke. Ich sag mal, moin ihr Landratten, herzlich willkommen, hier ist wieder Hamburg Hafen Live. Moin. Bei mir ist der Conny, den meisten von euch muss ich ihn nicht vorstellen, aber ich denke, wir machen gleich trotzdem noch mal so eine kleine Basisrunde in der Hoffnung, dass auch mal wieder ein paar Leute dabei sind, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ich bin hier auf dem Schlepper Fairplay 95. Wir sind auf dem Weg, nach Wedel sind wir schon durch fast. Ne, sind wir gleich, ne? Kommen jetzt gleich nach Wedel. Und am besten erklärt euch der Fachmann, was wir eigentlich vorhaben. Conny, mit ein bisschen Glück haben wir ein paar Leute dabei, die dich noch nicht kennen. Magst du noch mal 1, 2 Sätze sagen, wer du bist, bevor wir starten? Ja, ich bin der Conny, wie Paddy gerade richtig gesagt hat. Bin hier Kapitän bei Fairplay und in der Nebenfunktion so ein bisschen als Fleet Captain tätig. Also so das Bindeglied zwischen See und Land und versuche da zu unterstützen, wo ich überall kann und wo es gewünscht ist. Und um es kurz zu umreißen. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zum MetaMask, also ein 400 Meter Containerschiff. Also mit auch eins der größten der Welt, kann man so sagen. Ich glaube, das ist auch Triple E-Klasse, ne? Die mit den, ist Ja, das ich nicht die meine, mit ja. den 2 Maschinen? Ja, Ich ne? müsste lügen, ich meine aber ja. Ich sag mal, heute baut man ja 400 Meter ist schon so, ich weiß nicht, ob man noch weiter überhaupt in die Länge bauen kann, wenn dann überhaupt in die Breite, denke ich. Aber das Schiff kommt hier an und es gibt halt Sicherheitsvorschriften, dass dieses Fahrzeug ab einer gewissen Position eskortiert werden muss von einem Schlepper. So, und das sind in diesem Falle jetzt mal wir. Das ist immer irgendwie mal ein anderer und jetzt in den 2 Wochen, wo wir hier an Bord sind, oder ich jetzt, morgen geht's dann nach Hause, oder nicht nach Hause, sondern noch zu 1, 2 anderen Terminen, aber dann in den 2 Wochen jetzt ist das sozusagen das erste Mal, dass ich das jetzt hier so mal mache, mit dem Schlepper. Wir laufen dem Fahrzeug quasi entgegen, laufen dann hinterher, warten dann, bis die anderen Schlepper im Hamburger Hafengebiet dazukommen, inklusive der Berater des Kapitäns der Elblotse wird dann abgelöst von dem Hafenlotsen, also dem ortskundigen Berater für den Hamburger Hafen, der dann auch den Kapitän beim Anlegen berät und letzten Endes auch wirklich die Manöver mit uns dann durchführt. Denn der Lotse dirigiert eigentlich die Schlepper, ne? Hat natürlich einen großen Vorteil, dass der Lotse sozusagen sein Revier wirklich sehr, sehr gut kennt, die unterschiedlichen Schiffstypen kennt, auch in der Lage ist, diese zu manövrieren und die Charakteristika darum weiß. Und das macht die Sache natürlich, sage ich mal, für den Kapitän, der sich ja hier vielleicht nicht unmittelbar so gut auskennt, auch sehr angenehm. Er behält natürlich die Verantwortung über sein Schiff, das ist eindeutig so. Aber ein Lotse ist in der Regel ja auch ein gefahrener Kapitän, der halt die nötige Erfahrung mitbringt für die Schiffstypen, wie ich bereits erwähnt, und auch fürs Revier und dem Kapitän dann eben mit Rat und Tat zur Seite steht. Ne? Ja, das erwartet uns nachher und dann drehen wir das Fahrzeug einmal um 90 Grad und gehen quasi rückwärts zum Liegeplatz. Also wir sind diesmal heute jetzt in dem Falle mal die Bremse. Wir bremsen das Schiff quasi auf nachher oder unterstützen dabei und dann drehen wir es rum und gehen rückwärts zum Liegeplatz. So, ich muss mal ganz kurz hier noch was tüdeln, denn ich sehe meinen Twitch-Chat gerade nicht. Aber ich bin gleich wieder dabei. Wir haben ja noch einen kleinen Moment. Haben wir ja noch Zeit. Jo. Ich und mein Chat immer. Jetzt haben wir es. Ja, ich bin ja froh, dass wir es noch geschafft haben. Ich hatte ja schon wieder etwas große Klappe und habe gesagt, Mensch, Conny ist in Hamburg, wir wollen unbedingt was machen. Und dann haben wir festgestellt, morgen gehst du schon wieder von Bord. 2 Wochen rum, ja. Ja, und klar wäre es natürlich schöner gewesen, wenn wir irgendwie 1, 2 Stunden eher gewesen wären, auch mit dem Licht. Ne? Na klar. Aber da steckst du nicht drin. Das ist halt Seefahrt und die Schiffe sind halt an die Flut gebunden, gerade Genau. halt die ganz großen. Ja, die Gezeiten verschieben sich ja jeden Tag. Ich glaube, der Turnus ist immer 12,5 Stunden oder so. Das So heißt, ungefähr, ja. genau, das heißt, wir haben jeden Tag einen Versatz von einer halben oder einer Stunde. Und dann gibt es halt so Phasen, da kommen die dann immer, ja, an manchen Tagen oder an manchen Phasen kommen sie sehr angenehm von den Zeiten an und manchmal kommen sie dann halt immer echt mitten in der Nacht. Genau. Na? Ja.
Ja, schön auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Also wir haben auf jeden Fall noch jede Menge Zeit. Das heißt, wir können gleich auch noch so ein bisschen gucken, ob im Chat Fragen sind. Jo. Aber jetzt würde ich gerne nochmal, für alle, die das noch nicht kennen, nochmal so einen kleinen Blick auf den Schlepper werfen. Na, wir haben ja hier, das ist ja ganz interessant, gesteuert wird er ja im Prinzip über Joysticks oder wie heißen die? Das sind die Steuerungen für die beiden Ruderpropeller. Man kann auch sagen Handles, also gibt es verschiedene Abkürzungen. Ja. Wir steuern ja dieses Fahrzeug hier mit 2x 360 Grad drehbaren Schrauben, so muss man sich das vorstellen. Ne? Die hängen also quasi hinten am Schiff. Bei dem Schlepper ist das ja anders. Es sieht ja von außen aus, als würde er falsch rumfahren. Es nennt sich ja Reverse Stern Drive, also sprich da hinten sind die Antriebe wirklich ganz am Heck und der Kraftangriffspunkt der Trosse und die Schleppleine sind quasi vorne. So. Das erzeugt einen gewissen Hebelarm, mit dem man dann arbeitet. Ne? Das ist bei diesem Fahrzeug sehr angenehm gestaltet, dadurch, dass der Hebelarm, ich sag mal, nicht mal 25 Meter groß ist. Der Schlepper ist relativ breit, also hat sozusagen auch ein ziemlich großes Breitenträgheitsmoment, also ist auch wirklich sehr stabil in seiner Ausführung. Man sieht auch von außen, dass er nicht gerade sehr hoch ist, sondern wirklich breit, bullig und also hat einen guten Gewichtsschwerpunkt. Ne? Denn bei Fahrzeugen und bei Schiffen grundsätzlich redet man ja auch mal von Stabilität, also sprich von dem Wiederaufrichtungsvermögen, was ein Fahrzeug zu bringen hat. Und dadurch, dass natürlich ein Schlepper auch immer Zug- und Leinenkräften ausgesetzt ist, hat eigentlich ein Schlepper, so wie auch sagen wir mal, ein Fischereifahrzeug, eine ziemlich hohe Stabilität. Ne? So, muss ja auch gewährleistet sein. Und das heißt also, die kriegt man hier nicht wirklich jetzt doll auf die Seite gelegt oder so, ne? Sondern Sicherheitsaspekt. So, und das heißt, du hast im Prinzip hier einen Hebel, damit kannst du den Schub. Das ist quasi die Umdrehung der Schraube. Genau, vorwärts, rückwärts, richtig. also beide Drehrichtungen. Also die Schraube hat eine fest definierte Steigung, das muss man auf jeden Fall dazu erwähnen. Gibt das auch nochmal als Pitch-Propeller, sprich als Verstellpropeller, wo man dann also erst noch die Steigung der Schraube verstellt, bevor dann die Maschinendrehzahl die Schraube dreht. Hier ist es im Endeffekt so, man hat eine fest eingestellte Steigung und justiert das dann eben mit Maschinendrehzahlen, ne, die ich eben von jeweiligen Prozentzahlen habe. Also kann ich auch mal ganz durchdrücken und so, dann ist der Schlepper eben auch wesentlich schneller. Jetzt fahren wir eben ein bisschen ökonomisch entgegen, damit wir ja nicht so viel Wartezeit haben. Und weil da hinten im Knick nachher ist ja schon letzten Endes bei Tonne 121 unsere Warteposition. Ne? Und wir laufen jetzt aktuell mit 101 oder 130 Umdrehungen ungefähr, ne? 126. Ja, Propellerumdrehung, ja. Kann das sein, dass nur eine Maschine aktuell läuft? Oder warum ist die linke ausgegraut? Nee, das sind die Umdrehungen, das ist von hier. Wenn du richtig guckst, ja, weil das sieht so ein bisschen ausgegraut aus. Ja, wenn ich jetzt mehr gebe, siehst du ja, was passiert. Jetzt. Ist das einfach nur eine andere Farbe, ne? Die eine leuchtet weißer, die andere ist so ein bisschen abgedunkelt. Ja. Ah, okay, alles klar. So. Ja. Ja, ich will mal... so, da haben wir hier noch ein paar Knöpfe, bevor ich gleich mal rübergehe. Ja, das ist halt Lampen sind das, ne? Was haben wir hier noch? Und Sicherheitseinrichtungen, ne? Notstopp natürlich. Aber ein Schlepper braucht ja auch immer, gerade wenn man jetzt voraus oder achteraus arbeitet, sich irgendwelchen Hafenanlagen nähert, wo es mal eng wird, beziehungsweise irgendwo längs vom Schiff irgendwo hingeht, also längsseits, brauche ich halt auch Scheinwerfer, die das entsprechend ausleuchten. Ne? So, das ist ja auch das Schöne, dass hier alles so nach innen gebaut ist. Ne? Also wir haben ja diese schwarze Wulst außen, diese Fenderwulst, soll das ja quasi alles irgendwelche leichten Stöße abfedern, damit man eben auch Schiffe mal an die Pier drücken kann, was ja auch ziemlich häufig vorkommt. Also man zieht nicht nur oder bremst oder dreht sich in irgendeine Seite das Schiff rum, sondern man ist häufig auch direkt an der Bordwand, um zu drücken. Das sieht man dann ja auch an diesen verstärkten Schiffspositionen, wo dann Englisch Takt dran steht, ne, für Schlepper. Genau, da sind die dann meistens... Ja, genau. Entweder steht es dran oder es sind so weiße Striche oder es sind so weiße Pfeile und das ist ganz wichtig, ne? Dass man nicht einfach irgendwo drückt, weil gut, beim großen Schiff, je nachdem wie viel Leistung man drücken muss, macht das alles gehen, aber es gibt ja auch kleinere Einheiten, leichtere Einheiten und da kann man nicht an jeder Position vom Schiff einfach so drücken, schon gar nicht mit so einem Schlepper, der so viel Kraft hat. Ne? Das ist so. Ja, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, also es sind ja nicht nur diese 400-Meter-Schiffe, sondern ihr assistiert natürlich auch den kleineren und da kommt es dann natürlich auf jede Tonne Druck oder Zug drauf an. Ne? Auf jeden Fall. Also bei so einem 400-Meter-Schiff, da merkst du ein paar Tonnen mehr oder weniger, vielleicht nicht unbedingt. Nee. Na? Ja, dann haben wir hier, um das nochmal einmal zu zeigen, hier haben wir nochmal einen Bildschirm. Hier ist quasi Maschinistenplatz, ist das richtig? Genau, der Maschinist fährt von hier aus die Winde quasi. Ne? Das ist jetzt kein Spielzeug für irgendwelche Flugzeuge zum Fliegen, man könnte es bald denken, aber es ist nicht so. Damit wird die Winde dann fahren. Genau. Damit fahren wir die Winde quasi. Und ja, und hier haben wir dann noch diverse Anzeigen, Temperaturanzeigen. Ich glaube, ihr habt sogar eine Lastanzeige, wie viel Last auf der Leine liegt. Ja, das können wir nachher anmachen, ja. Können wir nachher sehen dann. Dann können wir das sehen, Da sieht man dann wirklich, wie viele Tonnen da gerade aktuell. Ja, das geht ruckzuck richtig hoch, ne? Ja.
Und ja, wir machen Escort, das heißt, wir machen Achtern fest. Genau. Ja, Diesmal Achtern, und wir sind dann quasi auch diejenigen, die nachher das Schiff gemeinsam mit dem Dritten quasi am Heck rumziehen. Ist das so Ja, richtig? wir werden relativ dicht uns dann wahrscheinlich manchmal auch nähern. Also der Dritte geht sozusagen an die Springklüse, also an die Klüse, die für die Springleine ist. Ein Schiff hat ja immer, wem das mal aufgefallen ist, Leinen, die so im Spitzenwinkel vom Schiff weggehen und im Spitzenwinkel von vorne Achtern quasi zur Schiffsmitte zeigen. Die zur Schiffsmitte hin zeigen, das sind die Springs, die quasi die Voraus- und Zurückbewegung des Schiffes verhindern. Ne? Und die Leinen halten quasi Bug und Heck an der Pier. Und es ist eben wichtig, dass man Springleinen hat, weil sonst kriegt man so ein Schiff nie wirklich gebremst. Und ich sag mal, beim Containerschiff macht das noch gehen. Aber es gibt ja manchmal auch so gerade Tankschiffe, die ihre Manifolds, ihre Anschlüsse haben, die müssen schon bis auf so ein paar Zentimeter genau liegen. Ne? Und wenn man dann Strömungsverhältnisse hat und Wind und dergleichen, dann muss so ein Fahrzeug halt schon so gut wie möglich positioniert sein. Und darum geht es eigentlich, deswegen hat man das. Ne? Und da an diese Seite vom Schiff macht quasi da ein Schlepper fest. Haben wir letztens auch gemacht. Also die Stichverteilung, wer wo festmacht, das wird individuell vom Einteiler bestimmt. Das kann man auch, wenn man da jetzt einen besonderen Wunsch hat, sich auch mal wünschen. Aber letztlich ist es eigentlich egal. Ob man, mal fährt man vorne, mal fährt man hinten. Heute früh haben wir ein 400 Meter Schiff abgelegt, dann waren wir vorne, jetzt sind wir mal hinten. Ja, das ist eigentlich egal. Gibt's da denn irgendwas, was anspruchsvoller ist? Also, ich sag mal jetzt vorne Springklüse oder Achtern? Das kommt immer auf den Job drauf an. Also an die Seite fahren, du musst halt immer um die Sog- und Druckbereiche am Schiff wissen. Ne? Also wenn du jetzt dicht an die Seite fährst, ist ja auch so, das Schiff hat hinten ja auch so eine schöne Schulter, so eine richtige Rundung. Ja. Und da darf man natürlich nicht rankommen, nicht unterkommen, ne? Sonst gibt es natürlich Beschädigungen. Deswegen muss man da ziemlich genau den gleichen Abstand halten. Sieht von außen betrachtet so aus, als wenn man da nur nebenher fährt. Ja, im Endeffekt ist es so. Aber es ist genauso wie vorne. Vorne nähert man sich auch von der Seite, ne? Damit man eben immer erstmal guckt, wie schnell ist das Schiff auch, hat es eine sichere Geschwindigkeit, weil klar, diese Schlepper hier haben immens viel Kraft, die sind sehr, sehr schnell, sehr, sehr wendig. Aber es ist halt auch so, dass man sich ja auch für den Fall der Fälle, wenn mal was Technisches ausfallen sollte, dass man sich halt auch immer eine nötige Kraftreserve lässt, ne, um wegzukommen. Also man fährt halt quasi nie wirklich am Limit. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz eigentlich. Und deswegen sage ich, es ist alles anspruchsvoll. Also jeder Job hat da so seine... Manchmal macht man auch vorne an der Seite fest, dass man sozusagen Push and Pull machen kann. Also dass man das Fahrzeug sozusagen drücken kann und gleichzeitig aber auch ein bisschen aufbremsen sollte, wenn es denn erforderlich ist. Das hat jeder Job so seine ganz individuellen Anforderungen. Eine Sache müssen wir noch erwähnen. Es ist immer erst relativ kurz vorher, steht es immer fest, welchen Lotsen man bekommt. Ja. Ich hatte mit Donatus auch nochmal gesprochen und der sagt, ja, im Normalfall, also eine halbe Stunde vorher, viel eher wissen die teilweise auch gar nicht, auf welches Schiff sie gehen. Das geht ja im Prinzip immer Reihe um. Also im Grunde genommen muss man sich das vorstellen, dass die Lotsen in so einer Art Warteschlange drin sind und der Reihe nach diese Warteschlange abgearbeitet wird. Wir müssen nachher natürlich noch mit dem Lotsen sprechen und den fragen, ob er damit einverstanden ist, dass wir das Ganze hier streamen. Ja. Falls der sagen sollte, was wir jetzt mal nicht hoffen, aber falls er vielleicht sagt, nee, habe ich jetzt heute keinen Bock drauf, dann, dann ist das einfach so. Dann respektieren wir das und dann streamen wir auch nicht weiter. Wir hoffen mal, dass das kein Problem ist, aber ich will das lieber mal ankündigen. Dann war hier eben noch eine Frage bezüglich Tiefgang. Also der Schlepper, der hat ja schon etwas über 6 Meter Tiefgang. Ne? Das kam jetzt einem Zuschauer sehr viel vor. Ist der Tiefgang in erster Linie durch die Antriebe begründet? Hängen die weit unter dem Kiel hervor? Also es ist natürlich so, dass man immer sagen muss, wenn man keinen Tiefgang hat als Schlepper, sprich keine Masse hat, dann kommt man nicht so richtig auf den Fahrzug, auf die Power, die man quasi auf die Leine aufbringen kann. Ne? Natürlich braucht man dazu auch eine entsprechende Maschinenleistung, aber dieses Verhältnis muss auch relativ gut abgestimmt sein. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser Schlepper, sieht vielleicht nicht so aus, aber 25 Meter lang ist, 13 Meter breit und den entsprechenden Tiefgang hat, also wir haben pro Schraube, die hat einen Durchmesser von 3 Metern. Also das ist immens, ne? 3 Meter? Ja. Also das ist ja allein schon wirklich was, wo man sagen muss, das ist mit einer der Hauptgründe, was diesem Schlepper diese enorm hohe Manövrierfähigkeit verleiht, aber auch eben diese Power. Ne? Also man muss ja schon sagen, dass dieser Schleppertyp RSD, das ist schon mit das neueste Design und die allerneueste Technik, die es so auf dem Schleppermarkt gibt. Ne? Und dass man, ich sag mal, wenn man sich vorstellt, vor 30 Jahren, 35 Jahren, hatten solche Schlepper mit den Abmaßen weniger als die Hälfte an Fahrzug.
Das muss man sich auch mal überlegen. Ne? Ja, Wahnsinn. Also deswegen, die Entwicklung ist da unheimlich weit. Und ja, deswegen ist es einfach auch der Grund, dass man diesen Tiefgang braucht. Ne? Ach guck, Lasse ist auch da. Lasse hat nichts zu tun, der guckt jetzt mal, wie es geht. Nur Lasse kann ja reinschreiben, wenn ich irgendeinen Blödsinn erzähle. Ja, aber krass, 3 Meter hätte ich gar nicht gedacht. Der Schlepper ist doch nur 12 Meter noch was breit, oder? Nee, das kann man mal im Internet, wer das möchte, kann mal gucken. RSD 2513 von Damen Shipyards. Da sieht man mal so die Unterwasserform, also den Riss des Fahrzeuges, und das sieht schon gewaltig aus. Also, Die sind ja auch so ein bisschen wannenförmig ja, gebaut, ein ne? Ei. Es ist, als wenn du ein schwimmendes Ei hast, ja. Ja. Aber das hat ja nicht nur hydrodynamische Vorteile, dieser Schiffskörper, sondern eben auch, wie ich vorhin erwähnte, die Stabilität ist eben einfach auch enorm gut. Also dieses Wiederaufrichtungsvermögen. Ne? Ja, wir haben zum Beispiel jetzt im vorderen Bereich, unter Wasser haben wir auch 2 Finnen, 2 Skags. Also in der Regel hat man einen. Ne? Aber dieses Prinzip, einfach durch so ein bisschen Saug- und Unterdruck, verleiht diesem Fahrzeug auch total extrem viel Co-Stabilität. Voraus wie Rückwärtsfahrt. Weil ist ja klar, wenn wir jetzt vorne festmachen, müsste ich ja rückwärts fahren. Ja. Ne? So, wir machen jetzt hinten fest, also fahre ich quasi mit Bug an sein Heck. So, aber auch da merkt man von den Fahreigenschaften her, dass der wenig ausbricht oder auch weniger als andere Schleppermodelle das wirklich tun. Und das ist schon echt ein Benefit, wie man neudeutsch sagt. Aber das ist ja auch immer so eine Standardfrage, wenn die Zuschauer das bei uns im Stream sehen, dass die Schlepper, die vorne festmachen, ja immer rückwärts fahren. Ne? Das kommt drauf an. Aber also in den meisten Fällen. Ja. Na? Also wenn es ein ASD-Schlepper ist, ne? Diese Azimut Stern Drive Schlepper, die sind ja, wenn man das sieht, die fahren rückwärts. Ne? Die haben die Winde vorne, die Aufbauten vorne und fahren quasi umgedreht. Das ist übrigens auch so ein Thema mit Tiefgang, weil, wir haben das ja schon mal geklärt vor einiger Zeit, es gibt ja die sogenannten Traktorschlepper, die haben also eine ziemlich normale Schiffsform, haben ihre Antriebe vorne unter dem Bug hängen und hinten die Winde. So, das heißt, das Schiff wird durchs Wasser gezogen. Ne? So, die fahren dann quasi ganz vorne normal mit. Und da hat man auch das Tiefgangsproblem irgendwann gehabt, weil mit zunehmender Größe und zunehmender Anfahlzug hat man erhöhten Tiefgang gehabt. So, nun kann man sich auch vorstellen, dass einige Hafenbecken nicht so tief sind und man bei gewissen Assistenzmanövern da vielleicht so seine Probleme hat. Und deswegen hat man sich überlegt, Mensch, dann lass uns doch einfach das Ganze mal umdrehen. Dann bauen wir halt einen Schiffsrumpf, der eine entsprechende Anströmung hat und hängen halt unter das Heck die Antriebe aber ein bisschen höher. Und so ist ASD im Endeffekt entstanden. Ah, okay. Ne? Also das ist dann auch wieder nicht nur eine Designfrage, sondern halt, da geht es auch wieder wirklich um Tiefgang. Ja, in einem Stream wurde das auch schon mal erklärt. Ich glaube, der Philipp hatte das damals gemacht und der sagte, im Grunde genommen ist es aber auch so, du musst deine Augen eher in Richtung Schiff haben als in Fahrtrichtung. Ist das richtig? Und hinter dir kommt ja eh nichts, wenn du quasi an so einem 400-Meter-Schiff angespannt hast. Dann kannst du ja davon ausgehen, dass hinter dir sowieso frei ist. Ja, ist das so richtig erklärt? Ja, doch, oder? doch. Also das ist für den Zuschauer auf jeden Fall richtig erklärt. Soll aber heißen, das meinte er, denke ich, auch damit, der Kontrollblick bleibt natürlich trotzdem nicht aus, weil da kann sonst irgendwas schwimmen. Bei gewissen Fahrtgeschwindigkeiten kann ich auch ein bisschen zur Seite weg, wenn er was treibt, ne, was jetzt, ich sag mal, vielleicht für meine Antriebe nicht ganz schön wäre. Der Maschinist hat das auch mit im Blick und es ist natürlich auch der Fall, dass es hin und wieder mal vorkommt auf der Elbe, dass man dann doch mal einen Paddler oder einen Sportboot hat, der dann mal ein bisschen dichter ranfahren möchte und winken mag und eigentlich da gerade im Weg ist, aber das überhaupt nicht mitkriegt. Ne? Aber ist für ja den auch ist der keine Schlepper böse das kleinste Problem dann, oder? Ja, oder das erste Problem. Das erste. Das kommt drauf an. Das kann man sehen, wie man das will. Stimmt. Ne? Das stimmt. Ja, sieht auf jeden Fall immer interessant aus. Na, aber es ist ja auch so, hatten wir ja eben drüber gesprochen, du musst ja für den Hamburger Hafen auch eine umfangreiche Prüfung ablegen. Also du musst ja extrem gute Ortskenntnis haben, oder? Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was da so die Voraussetzung ist, bevor du im Hamburger Hafen Schlepper fahren darfst? Na, du musst erstmal ein gewisses Patent haben, eine Erfahrungszeit und dann musst du ja die Fahrtszeit von mindestens 4, also in einem Monat ungefähr, so sagt man, musst du nachweisen. Und dann wirst du zur Prüfung zugelassen, aber die Prüfung ist schon echt nicht unerheblich. Also was wird denn da so geprüft? Hast du da mal so ein, zwei Beispiele? Alles, da wo du gerade hinfilmst, da hinten ist ja Kraftwerk Wedel. Ja. Und da ist auch die sagenumwobene Tonne 125, das ist Landesgrenze. Danach beginnt Hafengebiet Hamburg und du müsstest dir jetzt vorstellen, du sitzt vor einem Gremium und musst quasi die Augen zumachen und fährst blind von dieser Tonne an bis ganz hinten durch zur Elbphilharmonie und musst dem Gremium jede Tonne erzählen können, jeden Drehkreis, jedes Richtfeuer, jeden Tankschiffhafen, jeden Liegeplatz, Nebelkanäle. Also eigentlich musst du in deinem Kopf blind die Strecke bis dahin aufmalen können. Wo sind die Pegel, ich sag mal, wie groß sind die Drehkreise, wie heißen die Liegeplätze. Weil es ist ja hier so,
wenn der Einteiler uns, also der Disponent, wie man ja neudeutsch sagt, uns aktiviert, dann ruft er mich ja nur an und sagt, so wie jetzt, ja, aufkommen, also ein Schiff, was kommt, Mette Mask, Escort, geht dann nachher zum Eurogate 4-5. So, dann weiß ich ja, wo das ist. Und ich weiß auch, welches Manöver wir dann vorher durchführen. Ne? Also das sind also die Sachen, auf die man sich dann verlassen können muss und vor allen Dingen auch die Lotsen. So, weil, ja, das ist ganz wichtig. Ja, und was wir in den Streams relativ wenig sehen, weil das einfach standortmäßig sehr schwierig für mich ist, aber es geht ja hinten noch richtig weit rein. Ne? Also es geht ja da CTA, Räte, dann da hinten, wo die Tanker liegen und so weiter. Ja, da Harburg ja alleine schon. Gibt es ja noch jede Menge Hafengebiet, was wir in den Streams immer fast nie zu sehen bekommen, weil du da halt auch sehr schlecht über Land, also es ist ganz schlecht einsehbar teilweise das Gebiet. Ne? Ja, das ist so. Ja. Und da hat man halt auch viele Böschungen, da sind auch viele Flachwasserbereiche, dann sind auch Brücken da und naja, man muss eben wirklich gucken, wie dicht kann ich an so eine Böschung ran, ne? Wie laufen die Manöver ab, wann muss ich meine Leine kurz fahren, das muss ich natürlich im Vorfeld des Manövers schon eigentlich abklären, ne? Weil manchmal ist es eben so bei Wind und wenn es wirklich auch windanfällige leichte Schiffe sind, so, die wirklich wenig Ladung drin haben, dann hat man manchmal auch nicht viel Zeit, um jetzt mal eben einfach zum Lotsen in jeder Situation zu sagen, ja, ich mache jetzt mal eben schnell die Leine kurz. Das sind manchmal Momente, die dann auch der Kollege da oben nicht gebrauchen kann, weil er eben auf den Schlepper angewiesen ist. Ne? Ich glaube, da hinten sehen wir so langsam mal unser Objekt der Begierde. Jo, das sehen wir da. Bevor die kommen, unsere Zuschauer, die sind schon wieder so fleißig hier. Also der Chat, der rattert. Ich will mal ganz schnell hier 1, 2 Danksagungen raushauen, weil das ist natürlich auch immer wichtig. Wir werden hier so toll unterstützt auf dem Kanal. Ich werde aber heute so ein bisschen drüber rattern. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für, damit wir nicht so viel Zeit für die Spenden aufbringen. Aber natürlich gehört es dazu. Virtual ist seit 10 Monaten dabei. René der Troll lässt 10 Euro da. Und nochmal 5 Mitgliedschaften. Hey, danke. Andreas Preuß, 5 Euro für Dingsbums und Gedöns. Obelix, 2 Euro. Seestern, 8 Monate bei Twitch dabei. Wasserburg ist anwesend. 21 Monate schon. Herzlichen Dank. Bernhard Sonderhüsten, 5 verschenkte Mitgliedschaften. Grüße nach Bremen. Erdbeerjoghurt mit Schoki. Seit 10 Monaten. Auf Twitch haben die haben die besten Namen, Conny. Echt, das ist also wirklich, was wir da teilweise für Usernamen lesen, das ist sensationell. Der Little Soulstar, 100 Bits. Nilsi, 5 Euro. Pitri, 100 Bits. Emum mit dem Prime Sub neu dabei. Brat CDD, 10 Monate. Little Soulstar, jetzt auch 3 Monate dabei. Philipp Kolber, 18 Monate Speicherstadt. Und der Manu, moin Manu, Grüße nach Leverkusen, danke für deinen 5er-Pack. Ja, was natürlich auch, also viele Sachen haben wir schon mal erklärt. Es gibt ein paar Schlepper-Streams, da sind richtig gute dabei. Wir hatten einmal eine reine Frage-Antwort-Geschichte, das hieß alles über Schlepper oder alles über Hafenschlepper mit Conny. Wir hatten schon 2, 3 Assistenzen, die ich mitgefahren bin. Ich bin damals mit dem Robert mitgefahren, das erste Mal, mit Philipp bin ich mitgefahren. Mit Conny war ich in Rostock, da haben wir diesen geilen Tankerjob gemacht. Aber trotzdem müssen wir natürlich immer so auf das ein oder andere Basic nochmal eingehen. Magst du noch mal ein bisschen was zu der Leine sagen, was die so aushält, wie diese Leinen gemacht sind, was haben die für eine Kraft, wie lange sind die im Einsatz, wann werden die gewechselt und. Ja. Ich kenn ja mittlerweile die Fragen, die so kommen. Ja, also da sehen wir zum Beispiel so eine Kunststoffschleppleine drauf. Ne? Also wenn man sich jetzt vorstellt, eine Leine von dem Durchmesser hat, wenn es jetzt Draht wäre, früher hat man ja ganz viel mit Draht geschleppt, hätte man so ein Gewicht pro laufenden Meter von irgendwas bei und bei so 20 Kilo, sag ich mal. Ne? Da liegen wir bei ungefähr 4. Also das ist schon mal ein erheblicher Vorteil, vor allen Dingen vorrangig auch für die Schiffsbesatzung oben, eben, um noch schneller, ich sag mal, und müheloser diese Schleppverbindung herzustellen. Ne? Das muss man sagen. Und man sagt eigentlich in der Regel so, dass man schreibt ja die Anzahl der Jobs, also der Einsätze, die diese Leine hat und auch die Dauer so ungefähr mit. Und bei 1000 Jobs eigentlich tauscht man die, je nachdem wie sie aussieht. Es gibt auch Institutionen, die haben Prüfgerätschaften dafür und können dann auch wirklich gucken, was einzelne Fasern wirklich noch aushalten. Ne? So. Weil wir reden ja bei Leinen immer von einer sogenannten Bruchlast. Also der Seemann sagt ja nicht, eine Leine reißt, sondern sie bricht. So. Und dadurch, dass der Schlepper 80 Tonnen Pfahlzug hat, bemisst man eigentlich auch immer mit Sicherheitsfaktoren, so dass Dreifache des Pfahlzuges muss die Leine abkönnen.
Weil, Kannst du noch mal kurz erklären, was Pfahlzug bedeutet? na, Pfahlzug ist die Kraft, die man quasi, mit der man einen Schlepper bemisst. Das kommt ja so ein bisschen aus der Entstehungsgeschichte der Schleppschifffahrt. Da hat man quasi an einen Pfahl, hat man eine Uhr gehängt und an die Uhr hat man den Schlepper gehängt. So, und der Schlepper hat dann mit allem, was er hatte, daran gezogen und da hat man geguckt, was auf dieser Uhr steht. So, wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt können 80 Tonnen auf diese Leine aufbringen, inklusive der Wasserverdrängung oder in Abhängigkeit, dann ist das mit das Stärkste, was man hier so im Hafen zurzeit zur Verfügung hat. Das muss man ganz klar sagen. So, und wir könnten aber auch zur Not durch gewisse Schleppmanöver, indem wir quasi unsere Schlepperlängsfläche so ein bisschen hydrodynamisch beeinflussen, durch Schiffsgeschwindigkeit gerade achtern, könnten wir auch noch ein Ende mehr aufbringen auf diese Leine als 80 Tonnen. Ne? Ja. Das muss man auch ganz klar sagen. So, und deswegen sagt man eigentlich 80 mal 3, also man sucht sich schon Geschirr, Schleppgeschirr, so ist ja der Fachausdruck, was so ca. 240 Tonnen aushält. Ne? 2,5 bis 3-fache. Dann habe ich hier gerade eine Frage gesehen. Ja. Eigentlich ganz süß. Kann man auf einem Schlepper schlafen? Ja, das kann man. Also die sehen ja immer so klein und niedlich aus, aber wir haben hier jeder unsere eigene Kammer, wir haben jeder unsere eigene Nasszelle, wir haben Trockner, Waschmaschine, alles da. Also wir können hier kochen, wir können hier backen, wir können hier essen. Ja, also können wir. Wir sind ja auch rund um die Uhr 14 Tage hier und haben dann 14 Tage frei. Und dann lebt ihr auch an Bord 24/7, ne? Ja, was uns natürlich jetzt hier nicht dran fesselt. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt nicht auch mal eine Runde an Land gehen können. Oder wir sind ja auch Selbstversorger, ne, auf den kleineren Einheiten. Da geht man dann auch selber einkaufen. Und also das ist durchaus auch alles möglich. Wir müssen das bloß mit unserer Disposition absprechen. Genauso, wenn wir halt auch mal Wartungsarbeiten haben oder Garantiearbeiten. Ne? Kann man halt nicht einfach sagen, ja, kommt her und macht, sondern, wie du vorhin richtig erwähnt hast, man weiß ja nie genau, wann die Schiffe kommen. Und es kann auch mal Verzögerungen geben und aus diesem Grunde müssen wir halt ständig klar sein. So vereinfacht gesagt. Ja, und jetzt, wir sind ja jetzt hier quasi nur auf der Brücke oben, also hier im, sagt man auch Brücke beim Schlepper, ne? Ja. Ihr seht ihr habt die Schlepper ja schon oft genug gesehen, wenn wir die von außen filmen. Gestern hatten wir ja auch die Ever Art. Und also ich sag mal, hier auf der Brücke können jetzt bequem 5, 6, 7 Leute könnten hier stehen, ohne dass die sich alle berühren. Und wie gesagt, jetzt hier unter Deck sind dann noch die ganzen Kammern. Also wenn man auf einem Schlepper drauf ist, dann fühlt er sich an wie ein ausgewachsenes Schiff. Wenn man ihn von außen sieht, neben so einem 400-Meter-Schiff, dann sieht er aus wie ein Spielzeug. Ja, wie jedes andere Schiff auch, neben so einem Riesending, ne? Ist ja klar. Deshalb versuche ich ja auch immer ab und zu mal Menschen zu zeigen. Denn ich finde, erst wenn du einen Menschen siehst auf so einem Schiff, dann kriegst du irgendwie so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie groß das eigentlich wirklich ist. Ne? Dann hat man das Verhältnis, das stimmt. Ja. So, hier noch eine ganz süße Frage. Hexoflex fragt, gehört der Schlepper nur einer Person? Nein, also erstmal ist der Schlepper ja Eigentum der Reederei Fairplay, wo wir ja angestellt sind. Und es ist immer so, dass ist wahrscheinlich eher die Frage, in die Richtung zielt es wahrscheinlich eher ab. Ob du einen Stammschlepper hast oder genau, ob du immer den gleichen hast. Ist ich nicht, ich bin ja auch nur Gast hier, also ich quasi mache hier Urlaubsvertretung für die beiden Kollegen, die hier sonst fest drauf sind. Aber in der Regel ist es immer so, dass ich 3 Mann pro Schicht im 14-Tage-Rhythmus mit anderen 3 Kollegen ablösen. So ist es geplant, ne? Kann natürlich auch mal sein, wenn einer krank ist oder so, mal ein Springer kommen muss, also jemand, der dann denjenigen für die Zeit über ersetzt und ablöst. Aber ansonsten, ja, ist das alles gut. Dann war hier noch die Frage, ob wir mal Unterdeck filmen können. Das ist mit dem Empfang ein bisschen schwierig. Also sobald du hier Unterdeck gehst, dann bist du wirklich in einem schönen Stahlgerüst. Das müsste man mal irgendwann extra machen. Da müssen wir den Jungs auch allen sagen, dass sie aufräumen müssen. Ja, nee, das ist alles gut. Kannst du ruhig mal gucken, wenn du willst. Nee, das ist, also ich weiß, dass wenn ich jetzt hier runtergehe, dann gibt es mit dem Empfang etwas Probleme. Also ich kann mal probieren, ob ich hier einmal runtergehe. Ihr habt ja hier eine Küche und quasi auch eine Messe, eine kleine. Ich will mal schauen, ob das mit dem Empfang geht, dass ich einmal zumindest hier die Fairplay 95 um die Ecke schaue. Guten Abend, hier ist die Fairplay 95. Falls Bild gleich weg ist. Ja, schönen guten Abend. Ja, Sie sind für uns bestimmt, ne? Genau, wir sind der Escort-Schlepper für Sie. So, jetzt seht ihr einmal ganz kurz, das hier ist quasi so die Messe. Wir machen so Moin, mein Lieber. Wollten nur einmal ganz Spannbare kurz, die Zuschauer wollen einmal gerne sehen, wie es hier aussieht. Darf ich einmal kurz in die Küche filmen? Ne? So, also ihr seht, ne? Und dann, ja, und bevor es losgeht, gibt es hier noch einen kleinen Snack. 11 Knoten, so. Übergrund.
Ja, für uns genau. Ist immer wichtig durchs Wasser. Also wenn Sie nicht schneller als 8 durchs Wasser fahren, ist alles gut. Wir fahren nicht schneller als 8 durchs Wasser, okay. Alles klar, danke, okay. Ja, danke auch. So ein bisschen konnte ich das zeigen. Jetzt haben wir wahrscheinlich gerade durcheinander gequatscht, aber Siehst du, der hat sich gerade gemeldet, der Elblotse, und sagte, er macht nachher ab Landesgrenze, also Tonne 125 langsamer. Und dann können wir hinten anspannen. Und also das heißt, eigentlich sind wir auch ein bisschen zu früh, ne? ja, Oder wir sind ja. also ist das so üblich, dass man so früh rausfährt? Oder? Naja, doch schon. Also wir hätten jetzt noch 20 Minuten vertrödeln können, das durchaus. Ne? Ja. Das hätten wir machen können. Aber wie gesagt, du wolltest ja noch ein bisschen, wir wollen noch ein paar Fragen noch klären und so. Ja, ich dachte mir, dass wir ein bisschen Zeit vorab haben, bevor es losgeht. Dann Und wir wissen ja noch nicht, wie der Lotskollege dazu steht, dann haben wir wenig Genau. ein bisschen was. Ist ja nun mal so, ne? ja. So, hier noch eine Frage vom John Deere-Fahrer. John Deere ist ja wahrscheinlich ein Treckerfahrer. Ja. Und der möchte natürlich wissen, wie viel PS hat so ein Schlepper. Der möchte jetzt gleich mal einen Vergleich machen, Trecker-Schlepper. Ja, interessant. Also der hier hat 6800. Was hat denn so ein Trecker eigentlich? Ja, interessant. Da müssen wir mal zurückgeben an den John Deere-Fahrer. Was haben denn so... Play 95 nochmal, kommen Sie bitte auf Kanal 6 oder 10. Was haben Sie? Ja, gerne Kanal 6. Kanal 6, okay. So. Für Play 95 mit dem West. Ja, und wir hören auf Kanal 6. Guten Abend nochmal. Der hat zweimal hier mit der Klose, dann machen Sie das Schiff geht sowieso mit Bakko-Seite ran, dann machen Sie von der Steuerseite zweimal deine Mitte. Wir suchen uns eine Klüse, die ein bisschen mehr aus der Mitte raus ist, an Steuerbord. Ja, das haben wir mit, okay. Zweimal, habe ich ihn gerade gefragt. Das ist super. Vielen Dank für die Info. Okay, wunderbar, danke. Ach guck, Trecker, 400 PS. Oh, so viel? Ich kann nicht gedacht. Viel? Also ich hätte jetzt gedacht, dass sie mehr haben, aber vielleicht ist man auch dadurch, dass man ständig jetzt irgendwie mit diesen Schlepper-PS-Zahlen hantiert, verliert man so ein bisschen die 400. Realität zum Land. Das ist schon gut. Ja. Wobei. Ja. Es gab ja mal die lustige Idee, hier, ich kenne ja noch so einen anderen Streamer, der ist ein Truckfahrer, der Rainer. Und irgendwann sind wir ja mal auf die dumme Idee gekommen, man müsste mal so einen Test machen, einen Truck gegen Schlepper. Also eher an Land, Leine dazwischen, Schlepper auf dem Wasser. Ich fürchte aber, da würde der Truck alt aussehen. Da könntest du recht mit haben. Da muss ja mal Leute für finden, die so einen Quatsch mitmachen. Ich glaube, da hört es dann irgendwann bei der Geschäftsleitung auf. Ja, man muss das ja auch alles nicht überstrapazieren, ne? Wobei man sagen muss, also Fairplay, also kann ich nur oft genug erwähnen, ganz fettes Dankeschön an alle, die das hier ermöglichen. Falls ihr Bock habt auf das geile Merchandising von Fairplay, die haben nämlich auch einen sehr coolen Shop, also angefangen vom kleinen Mini-Lego-Schlepper bis hin zu geilen Klamotten. Vielleicht können wir ja nochmal den Link zum Fairplay-Shop posten. Sind richtig gute Sachen, also ich trage die auch gerne. Also gerade so die Hoodies und die Jacken, das ist gutes Qualität. Zeug, ne? Ja, Das muss ist ich auch echt sagen. gute Qualität. Ja, also falls ihr sagt, Schlepper geiles Zeug, könnt ihr mal in den Fairplay-Shop schauen. Auf jeden Fall, wer da Lust zu hat. Ja. Das wäre doch. Ja, ich hoffe, dass wir auch lichtmäßig gleich hinkommen, aber du kannst ja dann auch ein bisschen Kann dir ja mal Scheinwerfer ein- anmachen, ne? Wenn wir nachher... Zum Beispiel so. Ja. Und vorne haben wir ja auch näher Licht, Ja. ne? Ja. Also. Ja, hier ist auch die Frage nochmal nach dem Maschinenraum. Das müssen wir mal irgendwann extra machen, weil unten im Maschinenraum... Ist zu laut, glaube ich auch. Das Nee, es ist auch empfangsmäßig. Das muss man vorbereiten, da muss ich dann ein WLAN-Kabel hinlegen. Ja. Na, Jetzt haben wir mal rüber auf der andere Seite. ja. So sieht's aus. Bitte? Jo, ein mehr. Ja, WLAN-Kabel. Ein Kabel, damit ich WLAN im Maschinenraum habe. Wobei, die Schlepper sind ja auch alle mit WLAN ausgestattet, ne? Ja. Aber es funktioniert halt auch nicht immer zu 100%, ist ja auch klar irgendwo, ne? Also. Ja, ich bin auch eigentlich gerade ganz happy. Bis jetzt scheint der Stream ganz gut zu halten hier draußen.
Das ist doch gut. Ja, hier noch eine Fachfrage. So, ab welchen See- oder Windbedingungen ist denn das Schleppen nicht mehr möglich? Ich glaube, das muss man ein bisschen vom Fahrzeug unterscheiden, oder? Ja, erstens das und ich sag mal, wenn man jetzt so ein großes Schiff hätte, die dürfen ja aus Sicherheitsgründen ab einer gewissen Windstärke, zum Beispiel draußen in der Elbe-Tonne, wenn da Windstärke 6 ist, dann darf so ein großes Schiff hier gar nicht mehr einlaufen in die Elbe überhaupt. Ne? Also das ist schon mal so eine Prävention, die man da so ein bisschen trifft. Und in der Regel ist es so, wenn dann doch schlecht Wetter kommen sollte oder viele Sturmböen zu gewissen Jahreszeiten, wenn so ein Schiff kommt, dann nimmt er halt einen Schlepper mehr. Beziehungsweise wir sichern die Fahrzeuge auch manchmal an der Pier schon, damit sie sich da nicht losreißen. So und da gibt es eigentlich keine Restriktionen. Also muss man ganz klar sagen, gibt es nicht. Und dann solche Geräte wie zum Beispiel die Nordic, die sind ja eben dafür gemacht, dass sie wirklich bei Wind und Wetter dann, also nennt sich ja auch Notschlepper. Ja, genau. Na, ich weiß nicht, wer von euch den Film von der Nordic gesehen hat. Da habe ich Conny ja kennengelernt. Ja, Das ist natürlich eine ganz andere Dimension der Schlepper. Also auch das Schleppgeschirr und so, das ist ja alles, dagegen ist das ja hier filigran. Wir haben schon wieder eingelegt. Dagegen ist das hier sehr filigran, ja, das stimmt wohl. Also wenn ich an das Schleppgeschirr denke, was da hinten auf dem Deck lag, auf der Nordic. Was haben wir da? 80 der mm Draht, Schleppdraht, 80 ja. mm und das ist richtig noch ein Draht, ne? Das ist ein richtiger Schleppdraht, ja. 80 mm, stellt euch das mal vor. Und das richtig als Draht. Ja, 2x1200 Meter auf der Schleppwinde. Zwei riesen Trommeln. Ja. Also das ist wirklich gigantisch. Ja, aber auch da ist es wieder, ne? Der Schlepper hat einen Fahrzug von 200 Tonnen. Und da hat man dann gesagt, okay, der Schleppdraht muss ja mindestens, also ab 100 Tonnen sagt man das Doppelte, ne? 400 Tonnen hat aber da eine Bruchlast von ungefähr 500. So, also Wahnsinn, das sind 500 Tonnen, ne? Ja. Also wenn ihr da Bock drauf habt, guckt euch gerne auch nochmal den Film über die Nordic an. So, jetzt haben wir schon gedreht und lassen jetzt quasi Wir lassen ihn gleich so ein bisschen uns überholen, ne? vorbeifahren, Und ja. hängen uns dann quasi hinten dran. Genau. Ja. Ja, der Stefan schreibt, finde ich gerade richtig entspannt, anderen Leuten mit einer Kiezmische beim Arbeiten zuzugucken. Genieß es. Ja, ich genieße es ehrlich gesagt auch. Also ich finde es auch klasse. D. Badberg, Rea, danke ihr beiden für je 100-Bit. Henrik, 5 Euro Superchat. Tobi Gammler und Flyfox, danke für euer Prime-Sub. Und Basti verschenkt an den John Deere-Fahrer ein Sub. Danke. Ja, ehrlich gesagt, also irgendjemand hat eben im Chat noch geschrieben, die stärksten Trecker haben so um die 800 PS. Okay. Ja. Dann ist hier nochmal die Frage Höchstgeschwindigkeit vom Schlepper. Die sind gar nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt, oder? Genau, wollte ich gerade sagen. Also der schafft laut Spezifikation 13 Knoten. Das ist immens, das ist auch viel. Aber Schlepper, genau, du hast es richtig gesagt, sind ja nicht, Schlepper sind für Kraft ausgelegt. Ne? Und jetzt nicht wirklich auf Geschwindigkeit. Das heißt, das ist wirklich zu vernachlässigen. Ne? Hier hat man eben eine ziemlich glückliche Kombination, ne? Aus Kraft, Geschwindigkeit und eben auch extremer Wendigkeit. Also das ist, liegt aber auch an diesem Design. Ne? Und natürlich auch an den großen Antrieben und an der Maschinenleistung auch, die zur Verfügung steht. Ne? Das ist schon immens. Unten an den Füßen hast du noch die Seekarte, ne? Genau, da habe ich die elektronische Seekarte, vollkommen richtig. Können wir sehen, wo wir sind. Und dann hast du da noch 2 Pedale, ne? Das sind Ich keine kann damit die Winde Gaspedale. fahren. Nee, ich kann damit die Schleppwinde fahren, wenn ich das wollte. Also eigentlich macht das ja der Maschinist, der Techniker. Aber wenn der mal aus irgendwelchen Grund, warum auch immer, mal runter muss, könnten wir es quasi hier über so einen Kippschalter umschalten und dann fahre ich die mit den Fußpedalen. Also ist auch alles sehr redundant oder ausgelegt. Und Ja. Was ich eben auch kurz noch mal erfahren hatte, auch die anderen von der Crew können auch den Schlepper zumindest fahren, Ja, falls mal irgendwas ja, ist. Ne? müssen Zumindest sie jetzt auch. so grob manövrieren hier Ja, das von müssen A sie nach auch. B. Ja. Fängt ja schon mit so Kleinigkeiten an, wie dass mal jemand auf Toilette muss. Ja, das ist so das geringste Problem, ne? Oder halt wirklich, wenn mal irgendwas sein sollte, man will das ja nie hoffen, aber bei 3 Mann muss man ja irgendwo sich eine gewisse Redundanz schaffen, ne? Das ist ganz klar. Ja. Dann war hier noch die Frage, ob du schon mal ein Kreuzfahrtschiff assistiert hast. Die Frage Ja. ist, glaube ich, eher, ich würde jetzt mal eher fragen, gibt es irgendwas,
wo du sagst, hey, das würde ich gerne mal machen, also das würde mich mal so reizen, das habe ich noch nicht gemacht? Ja, ein Ruderboot. In Ruder. Du, Also- Willi, wir können ja mal Willi anhaken. Also Willi ich muss ist- sagen, weil ich habe wirklich schon von 50 Meter Fahrzeugen, U-Boot, war auch sehr interessant, ein U-Boot mal in die Pier gebracht. Nee, Schiffsgrößen aller Art, unterschiedlich. Also da hätte ich jetzt wirklich explizit nichts, wo ich sage, das muss ich jetzt unbedingt nochmal gemacht haben. Da müssen wir mal anrufen. Ne? Den Pilot. Ja, ja. Conny fragt jetzt nochmal beim Lotsen nach. Drückt mal die Daumen, dass das in Ordnung geht. Ja, moin, hier ist die Fairplay 95 nochmal Posin, hallo. Ich wollte nochmal fragen, wissen Sie schon, welcher Kollege die Mette Messner besetzt für den Hafen? Ach so. Ich frage nämlich nur, weil ich nämlich jemanden an Bord habe, der so einen kleinen Stream macht, eine Aufnahme macht. Wir wollten nur fragen, ob das okay ist, wenn der Funkverkehr mit drauf ist. Hamburg Hafen Live ist das. Kennen Sie das? Ja. Genau, die 95. Wir sind nachher auf, genau, dann die Nummer weitergeben, wie Sie wollen. Das ist nett, Dankeschön. Tschüss. Ja, Kollege ist noch nicht da. Also weiß er noch nicht. Kommen just in time, die Lotsen. Ja, genau. Also gestern war es auch so, da hatte ich den Donatus getroffen, der kam zum Dienst, der kam mit der Fähre an und ja, 20 Minuten später war der auf dem Schiff drauf. Und weil ich hatte ihn nämlich gefragt, ich sag so, na Donatus, kommst du gleich mit der Ever Art? Da sagt er, ja genau, weiß er es nicht, Wahrscheinlichkeit ist groß, weil die da gerade schon zu sehen war. Aber er sagt, ja, der kommt zur Arbeit und nimmt sich dann quasi das nächste Kärtchen außer Kartei und geht da dann an Bord. Ja. Na? Ja, hier ist auch noch mal die Frage nach dem Flugzeugträger. Ja, Leute, also wenn ihr das nicht gesehen habt, wir hatten ja letztes Jahr im, glaube ich, Oktober oder November, hatten wir einen Flugzeugträger in Hamburg. Und da ist Conny zwar selber nicht mitgefahren, aber hat die ganze Planung dafür gemacht. Ne? Ja. Könnt ihr auch gerne euch nochmal anschauen, denn bei dem ersten Stream war Conny dabei und hat das auch alles echt nochmal detailliert erklärt. Gerade so ein Flugzeugträger, der ist ja von der Bauform, die sind ja oben sehr breit. Oh, jetzt kommt die Mette aber an. Ja, und da ging es dann, glaube ich, um so Fragen wie, bei welchem Schlepper kann man den Mast umlegen, oder? Ja, durch diesen Überhang, ne? Das war gar nicht so einfach. Man muss ja gucken, welchen Tiefgang hat das Schiff wirklich, weil draußen in der Nordsee hat man ja einen anderen Tiefgang als hier drinnen nachher, ne? So, weil wir haben ja, das hängt ja vom Salzgehalt her, damit hängt das ein bisschen zusammen. Das heißt also klar, ein Schiff, wenn ich einen höheren Salzgehalt habe, taucht so ein Schiff natürlich tiefer aus, ne? Als wenn ich jetzt weniger Salzgehalt habe. So, und da muss man halt genau gucken, mit den Masthöhen, wegen dem Überhang, welchen Schlepper kann ich daran schicken, welchen nicht. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Oh, jetzt wird es aber dunkel hier. Die macht Schatten. Ja, Wahnsinn, ne? Ist krass, ne? Weil die natürlich auch genau da, wo die Sonne untergegangen ist, vorbeifährt. Gleich, wenn wir anspannen, dann kann ich auch mal rausgehen, dann filmen wir das mal ein bisschen. Da muss man nicht durch die Scheibe filmen, ist natürlich abends auch immer so ein bisschen. Ja, da kannst du dich hier oben hinstellen, siehst du auch, wenn du den Shot Ja. aufmachst, dann siehst du das alles. Abends ist natürlich immer mit den Spiegelungen so ein bisschen. Ach, ich gehe mal einen Moment raus, das ist so eindrucksvoll. Ja, mach das gern. Kannst ruhig weiterquatschen, man hört dich wahrscheinlich sogar. Aber das sieht so cool aus.
Außenpforte. Und da sehen wir auch die zwei Schornsteine, also ist die sogenannte Triple-E-Klasse. Ja, die hat in der Tat nicht viel geladen, aber vielleicht wird sie ein bisschen voller gemacht. Ich sehe hier gerade eine Frage zur Ausbildung. Mein Lieber, kannst du die nachher nochmal stellen, wenn ich bei Conny drin bin? Der kriegt das jetzt nicht mit, also bitte merkt dir mal die Frage. Fairplay 95 hört. Kleiner Blick bitte. Ja, guten Abend. Ja. Ja, moin. Hier sieht man auch die zwei Ruderblätter oder die zwei Ruder, zwei Maschinen. Hier war gerade die Frage, was Ja, ich glaube, das bedeutet. Das ist nicht der, den er meint. Ich glaube, ich weiß, wen Sie meinen, aber das ist nicht der Kollege. Aber er was mit sag ich Efficient, Energy, ne? Gab da so drei Okay, alles klar. Begriffe. Habe ich leider vergessen, aber ich bin mir sicher, Vielen Dank, ne? Danke, irgendjemand weiß es im Chat und kann das gleich nochmal reinposten. Und die Fairplay 95 hört. Ja, wir kommen dann langsam Gucken wir an. uns gleich erstmal aus der Nähe Genau, an. die Leute, die sehen alle Festmachen. und die wissen Bescheid. Die wissen Bescheid. Dankeschön. Wir kommen an. Oh, wunderbar. Warte, hörst du? Dann schon mal und Höhe Landesgrenze kommen wir dann ran. Ne? Wir lassen ihn noch ein bisschen auslaufen. Bei der MS für die 95, hören Sie nochmal? Ja, hier bin ich. Ja, wir lassen ihn noch ein bisschen auslaufen und dann kommen wir Höhe Landesgrenze kommen wir ran. Ne? Jo, alles klar. Ein kleines Tipp bitte. Also ich habe gerade mit Lotsen gesprochen, für den Lotsen ist das in Ordnung. Ja, ist doch super. Der Chat hat mir gesagt, dass du mich gerufen hast. Achso, das ist doch gut. Ja, Also,
Alles Nee, ist gut. ich gehe wieder raus, weil das ist einfach vom Bild gerade. Ja, genau, wenn du hier oben stehen bleibst, ist alles gut. Ich dachte, es wäre was Wichtiges. Ja, super. Also Lotse sagt, ist in Ordnung. Alter. Diese Dimensionen. Ja, also wir sind jetzt höchstens noch 2 Meter vom Schiff entfernt. Müssen wir gucken. Das Weitwinkel ist nachts immer nicht so gut. das Zeichen. Fest und wir machen lang.
das habe ich so auch noch nicht gesehen. Also bisher Achtern war ich noch nicht auf dem Schlepper. Vorne, Seite habe ich schon gesehen, aber das auch noch nicht. Das ist ja auch ein geiler Anblick. So, ich gehe mal wieder rein, denn jetzt tuckern wir erstmal. Das ist immer wieder faszinierend. Gut, für euch Tagesgeschäft, aber die Zuschauer feiern das gerade schon wieder. Also das sind wirklich tolle Bilder. Das ist ja auch ein gewaltiges Schiff, ne? Also Ja, muss man ja auch sagen. Allein die Heckform ist ja auch schon. Also Ich sag das immer wieder. Darf ich mich hier einen kleinen Moment hinhocken auf deinen Maschinistenstuhl? Ich sage das immer wieder, man kann die Dimensionen erst erfassen, wenn man ganz nah dran ist an so einem Schiff. das ist so. Ja, und jetzt fahren wir im Grunde genommen einfach nur hinterher. Wir Ne? fahren nur hinterher. Wir Ja. lassen uns nicht ziehen, nichts. Wir fahren hinterher, Ja. damit wir notfalls. Ja, ist auch eine oft gestellte Frage. Also die Leine, die ist jetzt nicht, wie sagt man so schön, tight. Also die Ja, ist nicht unter Spannung. nicht Genau. unter Spannung. Ne? Nee, Also so, dass sie nicht zu sehr durchhängt. genau. Aber ansonsten tuckern wir jetzt einfach hinterher und das ist jetzt im Grunde genommen dieser sogenannte Escort Richtig. für den Notfall. Genau. Na, falls irgendetwas passieren sollte, Maschinenschaden oder was auch immer, dass einfach ein Schlepper da ist, der dann gleich eingreifen kann. Genau, der bremst, der quasi alles Ja, so ja. machen kann. Ne? Eben war hier noch eine Frage im Chat, da ging es um Ausbildung. Mein Lieber, vielleicht kannst du die Frage nochmal stellen. Ich hätte dich gebeten, die einfach mal dir zu merken, weil ich eben draußen war. Aber das, gerade das ganze Thema Ausbildung, das ist ja auch so eine Herzensgeschichte für Conny. Ja. Von daher gerne nochmal rein damit. Vielleicht zwischendurch, macht das einen Unterschied für dich oder merkst du das, ob das Schiff 2 Schrauben hat oder eine? 2 Antriebe? Bei der Anfahrt jetzt, ne, da merke Ja. ich das. Also in der Mitte ist ruhiger, ne? Außerhalb ist das Schraubenwasser, deswegen hält man sich ja dann immer so ein bisschen in der Mitte auf. Das merke ich schon, aber es ist eigentlich gute Seemannschaft, so sagt man, dass sie nicht unmittelbar jetzt die Maschine ansetzen, wenn der Schlepper dahinter ist und festmacht. Ne? Das ist eigentlich so Satz. Ach, hier war die Frage von jemandem, der ist gerade in der Ausbildung zum Schiffsmechaniker und der wollte wissen, ob eure Azubis auch große Fahrt machen. Nee, machen sie nicht. Also war mal angedacht, aber also noch ist das nicht Rahmenprogramm. Eigentlich nicht. Nee. Dafür ist aber auch die Ausbildung zu, wie soll man sagen, zu strukturiert und auch eigentlich zu kurz, weil man hat ja diese duale Ausbildung, Schiffsmechaniker ist ja nun mal teiltheoretisch an Bord im ersten Ausbildungslayer, sowohl als auch an den Schulen und ich glaube, man würde sonst ein bisschen zu Blocks kommen mit den Zeiten, die man halt erbringen muss, ne, damit man auch zur Prüfung zugelassen wird. Magst du noch mal ganz kurz umreißen, was so der typische Ausbildungsweg ist? Also Schiffsmechaniker haben wir schon gehört. Genau, Schiffsmechaniker am besten lernt man das 3 Jahre und dann fährt man im besten Falle vielleicht noch ein bisschen an Deck. Und dann kann man den Durchstieg wagen, ne, zur Fachschule für Seefahrt und kann dann da sein nautisches oder technisches Befähigungszeugnis erlangen. Was muss ich mir unter dem Schiffsmechaniker vorstellen? Der kann quasi alles, also Mechaniker für Schiffe, wie es der Name sagt. Ja, ich sag Also, mal, ja, der Name ist halt ungünstig. Also man könnte auch sagen, so ein bisschen, naja, oder kann man nicht, also Vollmatrose, ne? Schiffsmechaniker repariert eigentlich alles. Die Ausbildung sieht normalerweise vor, dass man so zu 80% maschinenlastig und so ein bisschen Metallfachverarbeitung lernt und 20% Deck. Bei uns hält sich das so ein bisschen die Waage, weil spezifisch für den Bereich Schlepperei ist ja doch auch ziemlich viel an Deck. Jetzt hier nicht unbedingt in der Hafenassistenz, aber wenn man auf Seeschleppern unterwegs ist, macht man ja auch ziemlich viel an Deck. Ne? Mit Schleppgeschirr und natürlich auch die Wartungsarbeiten und alles, was dazugehört. Aber ein Schiffsmechaniker klassisch fährt ja eigentlich so als Maschinenassistent, sag ich mal, auf größeren Schiffen mehr oder weniger in der Maschine. Ne? Und ist dann da als Gehilfe, als der Assi, aber Assistent, Abkürzung Assi sozusagen zuständig. Ne? Ja. Aber das sind eben so die Grundvoraussetzungen, dass man sagen kann, mit mittlerer Reife oder aber auch mit 9 Klassen macht man seine 3 Jahre Ausbildung und nach den 3 Jahren Ausbildung kann man sich dann überlegen, so was hat mich jetzt mehr interessiert. Der nautische Bereich, der technische Bereich und dann kann ich mein Patent machen und dann kann ich eben mit einer gewissen Erfahrenheit auf See irgendwann dann halt auch Kapitän werden im besten Falle,
wenn ich dann die Stufen vom nautischen Offizier durchlaufen habe, oder eben für den technischen Bereich eben halt auch Leiter der Maschinenanlage werden, wenn man das möchte. Ja. Also definitiv eine ganz feine, abwechslungsreiche und spannende Sache. Also wird ja nicht langweilig, wie man sieht. Jetzt mal noch eine persönliche Frage. Kannst du mir sagen, was der Unterschied zwischen einem Schiffsführer ist und einem Kapitän? Ist es die Erfahrung, Fahrzeit oder? Nee, Schiffsführer ist ja so Schipper. Wir sagen das manchmal auch umgangssprachlich. Das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen an der Befähigung. Das sieht jeder aber so ein bisschen anders. Ich glaube, eine richtige Regel habe ich dafür noch nirgendwo gelesen und auch nicht gehört. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ja, nur wenn du auf einem großen Schiff fährst, bist Kapitän. So, wie du richtig gesagt hast, ich war ja vorher auf der Nordic, da habe ich 25 Mann gehabt, jetzt sind wir hier zu dritt. Jetzt bin ich ja nicht plötzlich da Kapitän und hier Schipper. Ja. Oder umgekehrt, ist ja Quatsch. Okay. Also, ja, ich sage auch häufig Schipper, jetzt nicht Kapitän, aber man hat das Befähigungszeugnis dafür, man hat die Verantwortung und letzten Endes ist es ja auch egal, ob du jetzt 3 Mann Besatzung hast oder 20. Ich sage mir gerne, kein Menschenleben oder 1000 Schiffe sind nicht ein Menschenleben wert. Also die Verantwortung, so doof das klingt, bleibt ja die gleiche, wenn man sie so wahrnimmt. Ne? Nur mit dem Unterschied, du hast ein größeres Fahrzeug und mehr Leute oder... Ich dachte, es gibt da tatsächlich richtig einen Unterschied. Nee, also das wüsste ich nicht. Ja, weil es gibt ja zum Beispiel so diesen Hafenschiffer. Den brauchst du ja, wenn du jetzt, sag ich mal, hier Barkassen fahren möchtest oder so, ne? Genau. Das ist ja so der Hafenschiffer. Und ich dachte halt, es gäbe da jetzt quasi einen Unterschied zum Kapitän. Der Kapitän hat halt so und so viel Zeit, große Fahrt, was auch immer gemacht. Das dachte ich. Dass es da eventuell also da, eine Unterscheidung gibt. Das kann natürlich durchaus sein, aber da ist mir so eine genaue Definition ist mir da noch nie untergekommen. Okay. Also das weiß ich wirklich nicht. Jetzt bitte mit Heidendruck. So, dann nochmal hier ganz schnell. Hansi, herzlichen Dank. Sir Tobi, 5 Monate. Peter Voss, neu auf dem Fischmarkt. Skylar, auch mit dem Sub neu dabei. Olli, 3 Monate. Hamburg, meine Perle. Danke. Wolwig, 10 Euro. Superchat. Dankeschön. Mr. Gigler, Prime Sub. Frankie, 72 ist auch wieder dabei mit 5,99. Famaras, neues Prime Sub. Tastensucher, 100 Bit. Virtual 5 Euro, Montafon auch 5 Euro, Brigitte und Dijo jeweils eine verschenkte Mitgliedschaft und der Bunny 5 Euro Superchat. Ihr Lieben, ganz, ganz dickes Dankeschön. Ich bügel da so ein klein bisschen drüber, weil wir natürlich heute hier die einmalige Möglichkeit haben, auch mit Conny zu schnacken, aber das Dankeschön muss natürlich trotzdem sein. So, hier ist noch eine Frage, wann kommen denn die nächsten Schlepper dazu? Ja, also wenn ihr die Streams regelmäßig schaut bei uns, dann müsstet ihr eigentlich wissen, dass ich das immer so, meistens immer so rund da Lotsen, Seemannshöft, ne? Irgendwann. Also Finkenwerder Fehle kommen die eigentlich, da warten die jetzt gleich, ne? Kommen noch 2 hinzu. So, einer macht dann hier hinten an der Seite nachher fest, fährt dann rückwärts mit, einer vorne in der Mitte. Das ist die sogenannte Springklüse, ne? Das genau. ist quasi da, wo jetzt an der Seite ein bisschen Licht ist. Ja, genau. Na? Ja. So, und dann drehen wir das Schiff nachher über Backbord 90 Grad und den dann Und Lasse rückwärts. schreibt auch, er ist gerade aufgestanden und würde sich dann gleich mal auf den Weg machen. Okay. Lasse, du sollst Schlepper fahren und nicht Chat lesen und schreiben. Ja, dann schauen wir mal, wer ist denn noch alles dabei? Ja, 91, 95, 96. Ja. So, was man hier jetzt mal ganz schön sieht, und das ist, finde ich, ganz interessant, man sieht hier die Richtfeuer, die beiden. Ne? Wenn man hier am Schiff vorbeischaut, dann seht ihr da immer 2 Punkte leuchten. Und das sind diese sogenannten Richtfeuer, die sind immer paarweise und sind Navigationshilfen für die Seefahrt. Kannst du das nochmal erklären? Wenn die ausgerichtet sind, also wenn die quasi deckungsgleich sind, dann ist man quasi auf dem richtigen Kurs? Dann ist man dann genau in der Mitte vom Fahrwasser. Dann ist man in der Mitte vom Fahrwasser. Okay, also wenn man jetzt quasi sich vorstellt, ihr steht oben auf der Brücke von dem Containerschiff, da hat man natürlich einen etwas anderen Winkel, dann müssten jetzt diese beiden Leuchtfeuer fast deckungsgleich sein. Je nachdem, ob man wirklich genau in der Mitte fahren will oder... Ja, ganz genau. Ja. Das sind, was ihr bei Tageslicht seht, ihr oft hier am Ufer immer so rot-weiße Türme. Genau, das ist ein Richtfeuer. Ja, wie gesagt, gehören immer 2 zusammen
sogenanntes Oberfeuer und Unterfeuer. Ist das richtig? Genau, du hast ein Ober- und Unterfeuer, vollkommen richtig. Ganz genau. Also ein Fahrwasser ist ja auch nicht, man hat ja die Sohle vom Kanal, die ist in der Mitte am tiefsten, die tiefste Stelle quasi. Und außen ist also ein bisschen der Trassenrand. So. Und das Fahrzeug ist natürlich aufgrund seiner Größe jetzt gar nicht mal so wegen Tiefgang. Natürlich auch darauf angewiesen, jetzt nicht unmittelbar am Rand zu fahren, weil da gibt es natürlich auch hydrodynamische Effekte, dass sich so ein Schiff dann halt auch ansaugt, beziehungsweise plötzlich nicht mehr so gut steuern lässt. Und all das will man natürlich nicht. Ne? So, das hängt damit größtenteils eigentlich zusammen. Jetzt mal die Frage, müssen die Schiffe den Einsatz bezahlen? Ja, natürlich, oder? Ja. Irgendjemand muss das ja bezahlen. Ne? Und die ganze Frachtschifffahrt ist halt ein Riesenbusiness. Ne? Und da ist der Schlepper ist ein Gewerk, wie man so schön sagt, und das muss die Reederei letzten Endes bezahlen. Ne? Genau, der Schlepper ist eine Hilfe. Genauso wie der Lotse bezahlt werden muss. Lotse, da kann man übrigens nachgucken. Das sind Tabellen, die im Internet einsehbar sind. Da kann man genau nachgucken, was das kostet. Und Schlepper ist immer Verhandlungssache. Ne? Da gibt es natürlich Verträge mit den Reedereien, ist natürlich immer eine Frage. Ja, gibt aber auch einen ne? Tarif, also auch für einige, dass sie dann wissen, je nachdem wie groß das Schiff ist, ist der Schlepper dann so und so teuer. Ja, das ist richtig. Ähnlich wie beim Lotsen. Ne? Aber ich sage immer, sicher angelegtes Geld. Ne? Ja. Ist ja so. Also wenn man sich jetzt anguckt, hier außerhalb der Tonnen, hier wird es ja schon flach. Man hat hier viel Wind, man hat hier ganz viel Strömung. Also ich sag mal, ich glaube, so ein Kapitän ist immer dankbar darüber, dass er dann einen Lotsen mitkriegt. Ja, und wie wir das schon erwähnt haben, das sind einfach auch so Profis auf ihrem Gebiet. Ne? Also die machen das jeden Tag. Schiffe manövrieren, ablegen, anlegen, drehen, um und bei. Die kennen jede Ecke, die wissen, wo der Strom jetzt mal schlechter setzt, wo irgendwie die Wassertiefe nicht so ist, wie sie sein soll. Also das ist schon sehr, sehr gut. Und man muss das Ganze ja auch immer umrechnen auf die Containerzahl. Ich hatte das damals, ich bin ja einmal durch den Panamakanal gefahren. Und da war ich auch ganz erschrocken. Die Passage durch den Panamakanal mit einem Schiff, wir hatten damals, glaube ich, etwas über 10.000 Toy, kostet $800.000. Wahnsinn, ne? Aber wenn man das jetzt mal runterrechnet, $800.000 durch 10.000 Container, dann ist man, glaube ich, wenn ich richtig rechne, bei $80 pro Container. Dann relativiert sich das Ganze schnell wieder, ne? Naja, und wenn man sich jetzt überlegt, wenn so ein Schiff wirklich ein Problem hat und hier den Hafen blockieren würde, klar, dann hat man ganz andere Gedankengänge, ne? Ja. Ja, und hier auch eine häufig gestellte Frage, ob wir jetzt dieses Schiff steuern. Nee, nein. Das ist, wir fahren eigentlich im Endeffekt, wir fahren nur mit. Das ist nichts, was er merkt. Und solange wir keine Anweisung vom Lotsen kriegen, irgendwas zu machen, sind wir eigentlich unauffällig, will ich mal so sagen. Also für alle, die später dazu gekommen sind, das nennt sich Escort. Wir begleiten dieses Schiff einfach. Die Leinenverbindung ist hergestellt. Das heißt, wenn etwas passieren sollte, angenommen eine Maschine fällt aus bei dem Containerschiff, dann könnte der Schlepper eingreifen. Und das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme, weil die Elbe ist im Verhältnis zu der Schiffsgröße hier dann, ja, also die ist zwar breit, aber wenn sich so ein Schiff querlegt, dann wird die auch ganz schnell nicht mehr so breit. Und ja, der, ich sag mal, wirklich Zug auf die Leine kommt erst, wenn der Lotse sagt, so jetzt. Genau, aber wir lassen die jetzt eben nicht total durchhängen, damit wir eben, wenn er was sagt, auch gleich agieren können. Weil man kann sich ja vorstellen, wir fahren dann in die eine Richtung, das Schiff in die andere Richtung und dann kommen ja sogenannte Lastspitzen auch zum Tragen. Ne? Also wenn man dann mal unschön in die Leine reinruckt, dann würde die jetzt, haben wir erwähnt, die hat eine gewisse Bruchlast, nicht gleich brechen oder reißen, aber es ist natürlich nicht gut für die Leine, es erhöht der Verschleiß und deswegen versucht man das eigentlich so zu fahren, dass die Leine so gerade eben, wenn man genau hinguckt, sieht man wahrscheinlich jetzt nicht schlecht da, dass sie jetzt gerade eben eigentlich fast schon lose hat, ne? Also hat sie eigentlich im Endeffekt. Also wir haben jetzt nur eine schiffsangepasste Geschwindigkeit und machen eigentlich nichts. Also merkt er auch nicht, ne? Aber du musst schon die ganze Zeit gucken, ne, dass also ja, hat jetzt zum Beispiel wieder Geschwindigkeit weggenommen. Ne? Jetzt ist auch, auch gleich Lotsenwechsel. Und dementsprechend muss ich natürlich meine Geschwindigkeit auch wieder anpassen. Klar. Ja. Wie schnell sind wir jetzt? Wir machen jetzt über Grund 8 Knoten und durchs Wasser ca. 7,5. Das hier steht es. ist gut. SOG heißt, glaube ich, Speed Over Ground. Genau, Speed Through Water, und SST. Speed Through Water. Hatten wir letztens im Stream auch. Also es gibt im Grunde genommen zwei Geschwindigkeiten. Die eine ist die, die man sich wirklich über Grund bewegt und die andere berechnet die Strömung mit ein.
Genau. Das ist ja auch für uns als Schlepper ist das ja auch essentiell, ne? Ja. Weil desto mehr uns quasi Wasser entgegenströmt, desto mehr muss ich ja darauf achten, dass quasi meine Propeller auch und die Maschinen somit auch nicht in Überlast gehen oder sowas. Ganz normal, ne? Das ist wie jetzt, wenn man sie jetzt, wenn wir uns jetzt bei den Föhn entgegenhalten, ich mit Stärke 3 und du auf Stärke 6, so, dann drückst du natürlich meine Warmluft weg. Und der Föhn wird die heiße Luft nicht los. So kann man sich das vorstellen. Ja. So, das will man natürlich nicht, aber das... Also es wäre theoretisch so, angenommen, das Schiff wäre jetzt, angenommen, es würde hier einen Dalben geben und wir würden den Schlepper festmachen ja. und die Strömung zieht an uns vorbei, dann würden wir Speed through Water. Genau. Dann hätten wir Speed over Ground 0 Richtig. und Speed through Water wäre genau die Strömung. Ja, genau. Durchs Wasser ist quasi relativ umgeben zur Wasseroberfläche und über Grund ist die tatsächliche Strecke, die du quasi von A nach B zurücklegst. Ne, so muss man das also sehen, denke ich. Genau. Dann ist hier die Frage, wo es hingeht. Ja, Maersk geht zum Eurogate, glaube ich. Maersk Ne? geht zum Eurogate. Genau. Meistens auch ganz hinten rein. Meistens auch ganz hinten rein, ja. Ja, und dann ist hier die Frage, ob es auch Ruhezeiten bei euch gibt. Ja, Wie beim die gibt's auch. Lkw-Fahrer, ja. Ne? Die gibt es auch, na klar. Das sind ja gesetzlich vorgeschriebene Uhrzeiten, die man auch einhalten muss. Aber das ist Wahrscheinlich ähnlich wie beim Lkw-Fahrer, auch von den ja, Zeiten. kann Ne? ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Ja. So, gleich wenn der Lotsen ankommt, dann gehe ich noch mal raus. Vielleicht kriegen wir da noch mal ein bisschen was zu sehen. Ich kann doch jetzt raus, oder? Die Leine ist ja nicht unter Spannung. Ja, wenn du hier oben bleibst, alles Hier gut. oben, dann, ja. Kannst du Shot aufmachen und dann siehst du es ja. Hier möchte jemand wissen, wie weit wir noch vom Terminal entfernt seid. Ihr könnt doch einfach mal auf Vessel Finder gucken, da könnt ihr uns verfolgen. Da findet ihr sowohl die Mette Maersk als auch die Fairplay 95. Für alle, die das interessiert, ist das eigentlich mal ganz nett, da nochmal auf der Karte zu gucken. Da könnt ihr mal selber schauen, wo wir sind. Da sind Geschwindigkeiten bei. Da seht ihr, wenn der Lotse ankommt. Aber wie weit sind wir noch entfernt? Wir sind jetzt gleich bei Airbus bis zum Terminal. Ach, das ist nicht mehr weit. 5 Kilometer oder so. Nee, nicht mehr ganz. Also wir können es ja in Kilometer angeben, da sind das eher so 3. Mit Drehen rückwärts, dann können es 5 sein, aber bis vom Hafenbecken noch ungefähr 3. Ja. Birgit möchte wissen, ob es auch Frauen in der Branche gibt. Klar, oder? Ja, gibt es. Muss man natürlich der Fairness halber sagen, immer noch in der Unterzahl. Das ist so. Aber Hamburg zum Beispiel hat auch eine weibliche Lotsin. Also haben wir jetzt auch. Ne? Es gibt viele Brüderschaften, wo natürlich auch Frauenlotse sind. Oder es gibt auch bei uns in der Firma, wir haben auch ein paar Nautikerinnen, die quasi auf dem Schlepper fahren. Und die Anzahl steigt, ja, aber geringfügig eben. Ne? Also das ist so, leider. Also mal gucken, was die Zukunft bringt. Aber auch dafür ist es, denke ich, ein attraktiver Beruf. Also, zumal eben, wie du eingehend sagtest, auch die Fahrzeiten ja, ich sag mal, sehr annehmbar sind. Ne? Also spielt ja auch so ein Familienleben relativ gut entgegen. Ja, also wenn ihr große Fahrt macht und ich sag mal jetzt hier auf dem Containerschiff fahrt, da ist man natürlich dann ruckzuck immer mal 3-4 Monate weg von zu Hause. Und das ist natürlich bei den Schleppern dann ein bisschen was anderes. Ne? Da ist der Turnus 2 Wochen. Ja. Das ist dann etwas familienfreundlicher. Ich muss mal gerade gucken mit meiner Stromversorgung. Irgendwie möchte ich hier gerade. Jetzt kommt Strom. Jetzt kommt Strom. Falscher Stöpsel. Wir schwimmen dort draußen. Hafen geht hier aufwärts. Oh, die Akatia, der K7, kommt aus den Kölbern, bleibt im Süden, geht zur Madagaskar. Ja, hinten ist natürlich schon stockduster und da sieht man auch so ein bisschen Blankenese.
Achso, hier ist nochmal die Frage, ob es die Anzeige gibt mit der Zuglast auf der Leine. Ich glaube, das können wir besser sehen, wenn wir nachher wirklich in den Job gehen, oder? Ja. Na, das können wir dann da, also wenn es wirklich losgeht, dann erinnert uns nochmal dran. Da kann man dann sehen, Das kann man, ja. wie viele Tonnen drauf sind. Also jetzt ist der Zug in erster Linie durch das Eigengewicht der Leine, oder? Ja, mehr ist das nicht. Nee, wir fahren ja auch wirklich nur mit, also jetzt aktuell, ne? Bevor wir... Guck mal. Und ich drehe gleich über Stabburg und gehe ich an den Schiff an. Stefan möchte wissen, wie viele Fairplay-Schlepper in Hamburg normalerweise stationiert sind oder parallel im Einsatz. Also maximale Anzahl derzeit sind 6. Und ich glaube, ihr schiebt auch immer so ein bisschen hin und her, je nachdem, in welchem Hafen gerade mehr gebraucht wird, Hamburg oder? geht eigentlich. Hamburg ist eigentlich eher relativ konstant. Aber es kann natürlich passieren, dass wir mal jemanden aus Hamburg mal nach Brunsbüttel schicken oder so, ne? Wenn da halt gerade mehr Arbeit ist, beziehungsweise da halt ein Schlepper benötigt wird. Ja. Ach stimmt, hin und wieder sieht man mal die Hamburger Schlepper, wenn so ein großer LNG-Tanker kommt. Da brauchen die ja, glaube ich, teilweise 4 Schlepper, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da kommt der Lotse, ne? Da kommt der Lotse und hier vorne kommt Fairplay 91. Und Steuerbord war auch, glaube ich, die Lotsenpforte auf. Dann hoffe ich mal, dass der auch Steuerbord wechselt. Dann gehe ich noch einmal raus. Ja, müsstest du dann vorbeigucken können, dann siehst du. So, ich hoffe, wir können gleich was sehen. Noch rein. Das war nicht so gut, die Qualität, aber ein bisschen was erkennt man. Also schon gut am Schaukeln, obwohl wir nicht wirklich viel Wind haben. Da wartet auch schon der Schlepper für die Springklüse. Hamburger Haie, moin, danke für euren Raid. Ja, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen rüber, weil da der andere Schlepper kommt. Vielleicht kann ich gleich nochmal auf der anderen Seite rausfilmen. Der Schlepper an der Springklüse, der setzt sich auch gleich richtig an die Bordwand ran, ne? Der macht erst fest, genau. Dann fährt er die Leine ein bisschen aus, bis er auf dem geraden Stück liegt. Und dann, meistens machen die Kollegen das, genau. Dann legen sie sich ran, das ist ein bisschen entspannter. Und dann hat er halt einen guten Hebelarm, um das Schiff mit reinzuziehen, ne? Ja. Hier ist die Frage, ob extra ein Lotse fürs Anlegemanöver kommt. Also es kommt ein Hafenlotse. Genau, Ja. der ist also hier fürs Hafengebiet zuständig und hat auch dafür dann seine Bestallung. Und der ist halt auch, also im Gegensatz zum Flusslotsen, einfach auch
wirklich der erfahrenere Kollege im Umgang, mit so eine Schiffe anzulegen. Ne? Ist so. Da sind die einfach wieder Profis. Ich gehe nochmal hier raus. Jetzt ist die Tür eingerastet. Warte mal. Ah ja. So. Verdammt. Britta, moin. Der Bison, wo sie liegt da? Wer sieht Bison? Johann, die machen wir Positionsplan, Mann. Ja, danke. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt erstmal nur warten oder ob die schon festmachen. Leine sehe ich da noch nicht. Der Spirit, aber. Der Spirit? Jetzt hier zu mir? Nee, ich gehe jetzt zum, wie heißt der andere da, Loris, der mal CGM. Es kann natürlich auch sein, dass der erstmal wartet, bis oben der Lotse abgelöst hat. Steuerbord bei dir vorbei. Ja, alles klar. Gib zu. Ich fahre so weiter, wenn es okay ist. Ja, das passt. Alles klar, danke. Ich gehe nachher, muss gehen, am MR nachher rüber. Alles gut, dann ist vorbei, ne? Jo, danke. Leute, also wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, auf einem Schlepper mitzufahren, es ist einfach sensationell. Also falls ihr jung seid und nicht wisst, was ihr machen wollt, ich würde es zumindest mal in die Waagschale schmeißen. Bitte 350. Alleine. Ja, 01. So, jetzt sieht man nicht mehr so viel von dem Schlepper. Ah, jetzt für das Fahrkarten aufkommt, schön dran, CTA. Oder Arabaska für Akacia. Eine interessante Frage habe ich gerade noch aufgeschnappt im Chat. Wie sieht es mit Elektroschleppern aus? Ist im Kommen. Also Ich hätte letztens von dem ersten was gelesen. 3-1 am Ende, Heck auf 25. es gibt schon Elektroschlepper, es gibt auch Damen, die das. Die Schlepper schon auf der. Ja, die 95 ist 8er in Mitte fest, Posin, moin. Soll ich die Rest mal rüberschicken? Ja, kann ich auch eben machen. So, Mitte auf kommt Landebahn. 3 Schlepper wieder auf Kanal 6. Auf 6. Jetzt geht's nach Reihenfolge. Und die Fairplay 96 Nummer 1, Kumbatski, moin. Fairplay 96. Genau, die 95 8er schon fest, Posin, guten Abend. 95, ja, stand fest. 91, an der Seite, moin. 90 Steuerbord, 8 an der Springklüse. Ja, moin. Tomaszewski hier, Herr Grunz ist mit dabei. Rückwärts von der Elbe Predel 2. Ja, haben wir vorne mit. 8er auch. An der Seite auch.
Ja, also hier ist die Frage, die 400-Meter-Schiffe kriegen immer einen Schlepper. Also die größeren alle. 3. Man findet sogar 4. Also 3 und dann ja. Ist meistens wetterabhängig, oder? Ja. Wenn ein Vierter dazu Wenn es kommt. viel Wind ist, dann brauchst du einen 4. Aber da haben eben die Lotsen auch ihre Erfahrungswerte. Ne? Die wissen eben auch genau dann mit so einem Schiffen, okay, jetzt brauchen sie noch einen dazu oder. Ja, hier ist auch die Frage, wer festlegt, wie viele Schlepper benötigt werden. Ich glaube, es ist Mittelmeer einfach, von der Amerika 12. Ja, letzten Endes, klar, der Kapitän hat das letzte Wort, aber wenn er einen ortskundigen Profi wie einen Lotsen dabei hat, der sagt, für das Manöver bei den Wetterumständen gerade aktuell brauchen wir 4 Schlepper, glaube ich nicht, dass ein Kapitän sagen wird, nee, möchte ich nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ist auch noch nie so vorgekommen. und es sind ja auch Erfahrungswerte dann einfach, dass man vorher schon Deswegen weiß, wir hast du ja einen brauchen Lotsen, 3, genau. ne? Dafür ist es ja wichtig. Und wenn du die jetzt nicht hättest, das ist ja auch ein Stück weit Verkehrssicherheit, ne? So musst du es ja sehen. Also, Aber diese Erfahrung hat ja auch eure Disposition schon. Die weiß ja eigentlich auch ja, schon, wir werden heute genau, 3 Schlepper benötigen. Die planen das Ne? natürlich so schon mit ein entsprechend. Ne? Die können auch absehen, wenn die Wahrscheinlichkeit für einen Vierten da ist. Na klar, dann kriegst du auch schon Bescheid gesagt über das System, so halt dich mal bereit, wenn der einen 4. will, man hört ja mit rein, meistens dann zum Drücken oder so, dann hält man sich schon bereit, hört mit rein und wenn er sagt, okay, er will einen 4., dann fährt man auch gleich los und ist dann auch so schnell wie möglich da. Ne? Ja, und dann nochmal die Frage, warum denn die meisten Kreuzfahrer keinen Schlepper brauchen. Das ist ja auch ein Trugschluss. Viele Kreuzfahrer, sofern man sieht, nehmen dann keinen Schlepper, aber bei viel Wind ist das auch vorbei. Da brauchen die auch einen, auch zur Sicherheit manchmal. Gerade wenn sie nochmal drehen, rückwärts in Hafenbecken rangehen. Manchmal laufen da sogar Schlepper mit, die machen aber nicht immer fest. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es einfach so, dass die meisten Kreuzfahrtschiffe Die haben halt mit ganz anderen andere Antrieben. Ja, hier zum Beispiel hat man 2 sind, ne? Wellen, 2 Ruderanlagen, 2 Propeller. So, in dem Fall ist es so, die haben da manchmal ja auch das Ähnliche, was wir haben, nur als größeres Pendant. Diese Poddantriebe, sagt man dazu. Ne? So, die können sich quasi auch 360 Grad extern drehen, haben da extrem viel Kraft, mit der sie arbeiten können. Ja, das macht natürlich vieles einfacher. Aber aufgrund der Segelfläche, bei viel Wind ist das auch vorbei. Mittelmeer von der Amerika 11. Amerika, Die Amerika 11 und die WS 35 stehen bereit für ihr Einlauf. Das war super. Ne? Rückwärts rein und dann. Jo, alles klar. Guck, Polizei ist auch da. Johann kann das sein. Genau, die sperren quasi den Bereich. Ne? Und dahinter Ariel geht in den Griff an bei der CDA. Gehen wir mal einen kleinen Moment raus, bevor das richtig losgeht. Ich werde zumindest nicht die ganze Zeit durch die Scheibe filmen müssen. Da sieht man, die Leine ist jetzt leider ein bisschen dunkel. Könnt ihr die Leine erkennen? Die 91 Achter an der anderen Seite festhalten. Ja, jetzt ist sie. Jetzt sind sie fest. Mein
Mein Display hat sich auch abgedunkelt hier in der Dunkelheit, deshalb habe ich nichts erkannt. Ihr habt wahrscheinlich mehr gesehen als ich. Och, jetzt machen sie uns das Licht aus. So, jetzt sind wir hier am Rüschpark übrigens. Das ist noch nicht Bubendeiufer. Ein paar Meter haben wir noch. Noch einen Moment, bis es losgeht. Das Geräusch ist auch so schön von dem Motor, du. Ist auch relativ leise, ne? Ja. Nee, als Passagier kann man auf dem Schlepper nicht mitfahren. Die Frage, die haben wir schon sehr oft gestellt bekommen. Vielleicht, wenn es irgendwann nicht mehr läuft, dann wird vielleicht irgendwann mal ein Schlepper für Hafenrundfahrten umgerüstet. Das wollen wir ja nicht hoffen, ne? Stefan fragt, ob das Schiff zur Ever Art reingeht. Ja, quasi an der Ever Art und an der One vorbei. Ist die One noch? Ich glaube, die ist noch da, ne? Die One Innovation. Kann ich mal gucken. Also an beiden vorbei und dann müssen wir ganz hinten rein. Allerdings auf die andere Seite beim Eurogate. Nee, die One ist weg, aber die Ever Art liegt noch da. Ah, die One ist weg, okay. Genau. Johann, der gehört. Du bist gesund rüber. Alles klar, machen wir. Hamburg, gleich aus dem Parkhafen nach oben. Also 67 ist die Leinenlänge, die wir jetzt draußen haben, oder? Ja, so, genau. Mhm. Wer war das gewesen? 6 ist es, hier, mach nochmal, alles klar. Und laut Anzeige sind da jetzt so 2-3 Tonnen drauf. Ja. Das Ist wahrscheinlich schwierig jetzt, wenn sie Ja. nicht wirklich gespannt ist, oder? Genau. Conny fährt lieber nach Popo.
Ja, das muss man ja auch so ein bisschen, ne? Also ich sag mal, an so einem großen Schiff kann man nachher... Also das ist eine interessante Frage. Wie kannst du denn quasi wie merkst du, wie stark die Leine gespannt ist? Also wenn man jetzt mal ein paar Jahre zurückgeht, wo du nicht so eine Anzeige hast hier mit... Haben ja auch andere Fahrzeuge nicht. Also es ist immer so, bei so einem großen Schiff, weißt du, wenn die Leine leicht wippt, so wie jetzt, sieht man vielleicht nicht so ganz. Also du musst die Leine lesen. Dann ist da fast annähernd gar keine Last drauf. So, wenn du jetzt einen Draht hast, der wiegt natürlich im Endeffekt mehr, ne? So, da ist es aber genauso. Da fährst du außerhalb des Schraubenwassers hinterher, dass du quasi nicht durch den Schraubenstrom weggeblasen wirst, sodass du quasi in irgendeiner Form Ruder spielst für ihn. Weil wenn ich den Schlepper jetzt querlege, ist es ja wie ein verlängerter Hebelarm. Ne? Der Drehpunkt ist relativ weit vorne bei dem Schiff. Und ich versuche immer die Leine leicht wippend zu fahren, dann kann eigentlich nichts passieren. Bei Schiffen, die jetzt kleiner sind, wo ich das Ruder sehe, die jetzt, ne? Also manchmal sieht man das Ruderblatt. Wenn ich jetzt sehe, dass das Ruder plötzlich im Gegensatz zu vorher, unabhängig von Kursänderungen im Hafen, 4 Gegenruder gibt, dann versucht er es auszugleichen. Das merkt der Lotse, indem er Gegenruder geben muss. Also versuche ich die Leine noch ein bisschen lose zu fahren, aber trotzdem so, dass ich jederzeit agieren kann. Ne? Das heißt, jetzt sieht man, die geht mal ein bisschen auf und ab, aber sie ist fast stramm und das ist eigentlich so das Wichtigste. Ich darf die jetzt nicht ganz durchhängen lassen. Das wäre jetzt nicht so gut. Ne? Ich bleibe jetzt quasi außerhalb vom, deswegen fahre ich auch so schräg mit, weil wenn er jetzt beide Propeller ansetzt, fahre ich außerhalb vom Propellerstrom mit. Merkt er ja nicht. Wenn der Lotse nachher sagt, komm mal recht achter ausbremsen, dann tendiere ich mich sozusagen in genau in Schiffslängsrichtung und fange dann an zu bremsen. Mit der jeweils gewünschten Leistung. Nee, prima, die ist gut so. Schönen Abend noch. Nilsi hat noch einen guten Vorschlag. Wenn ihr Schlepper fahren möchtet, dann den historischen Fairplay 8. Auch das geht, ja. Doch, den Twitch-Chat lese ich auch, aber wir können leider nicht alles und auf jede Frage eingehen. Und es gibt jetzt auch schon wahnsinnig viele Fragen, die sich natürlich permanent wiederholen. Von daher seid nicht böse, wenn wir nicht wirklich auf jede einzelne Frage eingehen. Genau, Nachsicht bitte. Ja klar, Pavardis, alle Schlepper sind auf derselben Funkfrequenz. Aber es ist meistens auch so, dass der Lotse sagt, bitte geht auf die und die Frequenz. Genau. Da trifft man sich dann. Ja, ne? genau. Muss man auch bestätigen. Also auch in der Reihenfolge. Ist ja immer so, wenn der 3 Schlepper haben will. Nummer 1 ist immer vorne, Nummer 2 ist hinten, Nummer 3 ist an der Seite. Früher, wo man noch nicht so eine starke Schlepper hatte, war die Stichverteilung eine andere. Da hat man vorne 1 und 2 gehabt, hinten 3 und 4. So, aber jetzt ist es wirklich so, jetzt hat er ja 3 mal 80 Tonnen. Das ist ja Wahnsinn, ne? So, deswegen hilft nachher der Schlepper, die 91 mit reinzuziehen. Und wenn wir nachher drinnen sind, durch den Stromschnitt sozusagen im Hafen, dann schmeißt der Schlepper auch los und kommt rum auf die, oder nee, kommt diesmal nicht rum, wenn wir mit Backbord rangehen und bleibt da zum Drücken. Ne, häufig ist das so, wenn man auf der anderen Seite hingeht, Bukai oder so, dann würde der Schlepper losschmeißen irgendwann, wenn der Lotse ihm das sagt, rumfahren und Standby zum Drücken sein. Ne? Ja, jetzt sind wir hier an der Lotsenstation am Seemannshöft. Ja, wir können das sehen durch die Scheibe und da dann auch das allseits bekannte Bubendeiufer. Guck, Schwester Hansen ist auch da. Die Frage verstehe ich jetzt nicht, aber ich stelle sie mal, ob Conny noch mit Naturfaser gearbeitet hat. Ja. Geht es da um die Leinen? Oder? Ja, machen wir immer noch. Also Naturfaser ist ja sowas wie Manila, Sisal. Das ist immer sehr gut, eigentlich auch, wenn man jetzt mit Schleppdrähten arbeitet, um diese abzustoppen, weil Kunststoffleinen mit einem hohen Plastik- oder Kunststoffanteil haben ja die Problematik, dass wenn sie nass werden, rutschen sie. Das heißt, damit kannst du keinen Draht irgendwie sichern. Okay. Man würde sonst ja auch eine Kette nehmen am Draht. Ne? So, und wenn man zum Beispiel Manila nimmt, weil man jetzt eben Drähte so aufschießt, dass sie auch klar sind, jederzeit gebraucht zu werden, gerade bei Schleppdrähten macht man auch Notschleppen so, dann würde man diese, damit sie auch so liegen bleiben, wie sie sind, oder so ein riesen Drahtauge, wenn man sich vorstellt, 80 mm Durchmesser und hat so ein riesen Drahtauge, das würde ich da oben durch diese Klüse gar nicht durchkriegen, weil das kriege ich ja gar nicht zusammengebogen. Das muss ich also im Vorfeld machen, damit es so schlank wie möglich da oben durchzuziehen geht, und dann kann ich es aufschneiden
Und dann kann ich es über Poller überlegen, klingt übertrieben, bei 80 mm ist das eine Ackerei, aber das macht man zum Beispiel auch mit Naturfasertauwerk. Hat bloß den großen Nachteil, dass man es irgendwann immer mal wieder ersetzen muss, weil es natürlich nicht witterungsbeständig ist, ne? Gegen Salzwasser und Sonnenlicht und so. Ja, da kann man dann Taglinge mitmachen oder Hüsinge, sagt man ja, um jetzt Drahtaugen zusammen zu binden. Klar, habe ich noch mitgearbeitet. Mache ich auch immer noch teilweise. Also. So, hier ist noch die Frage, was passiert, wenn eine Leine bricht? Ihr habt immer Ersatz, ne? Ja, wir können dann quasi den Rest einholen. Unter der blauen Plane ist und quasi sofort die andere nehmen, ja. Plane runter und dann geht die andere hoch. Ja. Ist auch von hier alles umzuschalten, also ja. Das geht auch relativ flott. Und Ja, sollte, ja. Ja, und wenn das wirklich, sag ich mal, jetzt passieren würde, dann sind ja noch genug Schlepper da, um das Ganze erstmal abzufangen, oder? Ja, das ist, glaube ich, schon so eine Art Risiko, was auch da oben mit einkalkuliert wird, dass sowas passieren könnte. Aber toi toi toi, Holz ist das nicht. Ist mir noch nicht passiert. Ich hoffe, es bleibt auch so. Aber das ist ja auch der Grund, warum wir halt auch regelmäßig unser Equipment warten, ständig checken und überprüfen müssen, weil, ja. Und dass man halt auch sagt, ab einer bestimmten Anzahl X, auch wenn man vielleicht laut Hersteller mehr könnte, nein, weg, neu. Ne? Das ist halt so eine Sicherheit, die man damit einbaut. Der Merk, Verbindung von hier, Harburg. Harburg. Wenn du unter abgelenkt gehen, wenn ich gleich in der Nord vorbeigehe. Dann ist hier die Frage, wie lange, da sind wohl noch Schlepper in der Werft, wann die da wieder rauskommen. Das kann man immer schlecht sagen bei Werft, ne, wenn es eine reguläre Werftzeit ist. Aber manchmal taucht ja dann doch noch mal das eine oder andere an Herausforderungen auf, was man dann bewerkstelligen muss. Kann man so nicht sagen. Ist aber die Frage, ob man dann alle Gewerke kriegt, die man braucht, jeden Service und. Das ist ja nichts anderes als ein Land, ne? Aber Lasse will auch mitmachen und möchte wissen, wie viel Leine du gesteckt hast. Knapp 70 Meter. Ja, das ist auch gar nicht so unwichtig. Der denkt sich auch. Nee, das hat Wenn einen er nicht Grund. auf den Funk hört, dann macht das über den Chat. Ja. Das hat einen Grund. Ne? Früher war das so häufig, auch wo man noch nicht diese PS-starken Schlepper hatte, hat man hinten zwei festgemacht. Ein da, so. Dann fängt aber immer einer an mit Bremsen, wenn der Lotse sagt Bremse. Und wenn er ihn so ein bisschen hat, aber in der Geschwindigkeit geht er zur Seite. Dann kommt der andere. Und da muss Sollten es die sich passen aber vom Lenken, berühren, ne? klatschen die Das ist längsseits so. gegen. Wenn man sich Ja. jetzt die Form vorstellt und die treffen sich hier oder da, kann das zu Beschädigung führen. Okay. Und so versucht man annähernd die gleiche Leinlänge zu fahren. Und bei dem Manöver nachher wird man sehen, daher wird wohl die Frage rühren. Weil ihr müsst dass ja wir uns- beide nach Steuerbord rüber, ne? Genau, Lasse quasi klappt nach Steuerbord weg und ich quasi zu meinem Backbord. Also er nennt ja immer die Schlepperseite der Lotse. Ne? Ach so, okay. Also nicht aus Und, Schiffssicht. nee. sondern- Und damit sie nicht in Schleppertypen denken müssen, ist es halt wie Traktorschlepper. Ne? Ich habe die Antriebe jetzt da, hier ist ist das jetzt mein Backbord, das mein Steuerbord. Bei dem vorne bleibt es so und dann ist alles gut. Dann weiß ich genau, was er will. Ich hätte nicht gedacht, dass der Lotse jetzt aus Schleppersicht die Nee. Richtung angibt. Nee, macht er auch nicht. Aber das ist quasi ja, stell dir vor, ich hätte jetzt einen ASD, dann wäre das ja mein Ja. Bug, mein Heck, so ähnlich wie hier. Dann müsste er ja, wenn er jetzt sagt, ach, das ist ein ASD, na Backbord, dann ist das ja mein Backbord, komm mal nach Backbord. Das will er aber gar nicht. Das heißt, im Endeffekt leitest du immer die Drehung Ach so, ein dann über hab die ich das- Seite, wie er will. Dann Ja. habe ich das falsch verstanden. Also er sagt es immer aus Richtung des Schiffes an. So vereinfacht gesagt Ja. ist das, genau. Nur wenn du jetzt ein Schiff quer an die Pier ranziehst, ne, ohne es zu drehen, dann kommt der vorne nach Steuerbord und ich hinten nach Backbord. Also deswegen sage ich immer Schlepperseite, weißt du? 95, langsame Bremse. Langsame Bremse, 95. Da sieht man auch, wie die Tonnzahl steigt, ne? Ist wirklich langsam und mehr brauchen wir erstmal nicht. Jetzt merkt man auch, wie Kraft auf den Schlepper kommt. Ja, das ist jetzt nur ein bisschen. Lorraine gleich an der neuen Landebahn. Geht weiter zum Parkhafen. Hätte gern 1, 2 Schlepper und die auf Kanal 11, 1, 1.
Sieht man halt auch ruckzuck wieder 30 Tonnen draufstehen, ne? So viel will er gar nicht. Und So, Informationen an die durchgehende Schiffer, hier steht immer so Polizei. das heißt, eigentlich machen wir uns jetzt nur schwer, ne? Im Endeffekt. Es ist ja auch so, das Schiff hat ja trotzdem auch noch 2 Schrauben. Aber klar, wir haben natürlich jetzt hier hinten einen richtig schönen Hebel, um jetzt hier was anzusetzen. Ne? Das ist so geil. Ich muss doch noch mal ein Praktikum machen und ein paar Tage an Bord bleiben. Hier. Ü50 Praktikum. Ü50, ja. Warum nicht, ne? Jetzt sagst du, warum nicht? Morgen hast du die ganzen E-Mails bei dir. Naja, ich meine, das ist ja auch nicht mehr so, dass wir zum Beispiel bei Azubis nur noch welche haben, die, ich sag jetzt mal, irgendwo 16 sind oder 18, ne? Kann man auch nicht sagen. Also deswegen, wir haben auch Azubis manchmal, die so Mitte 20, Anfang 30 sind, die auch mitunter schon mehrere Lehrerinnen gemacht haben und dann so ihre Berufung hier gefunden haben. Ne? Gibt es auch, also von daher. Ja, hier hat jeder an Bord eine eigene Kammer. Der Schlafsaal mit Hängematten ist vorbei, oder? Ja, Jürgen, genau, 40. Lehrjahr. Der ist vorbei, genau. Halt, Und halbe. Da sieht man allein schon durch die Anstellung des Schiffskörpers so ein bisschen, ne? Wie dann auch zum Teil hier wirklich die Leistung hochgeht. Ne? Ja, man merkt auch, dass wir mit dem Hintern etwas hochgehen. Ja, genau. Das ist halt auch wegen diesen riesen Propellern. Ne? Und 95 voll. Und volle Bremse. Sieht man, jetzt kommt das Schraubenwasser auch von uns. Also das haben wir schon ganz gut im Griff. Ne? Sag mal, das ganze Geschirr unten, das muss doch extra gesichert sein. Ja, das ist ja ein Küche, Schränken. oder? Ja, das ist ja klar. Es ist ja genauso, wenn wir bei der Assistenz sind, dass auch jedes Bullei zu ist, jedes Schott muss zu sein. Also das ist genauso wie es soll. Ne? Ja, doch richtig nach der Seite. Boah, merkt das richtig, was hier für Kräfte wirken. Aber es ist noch ein Schlepper, der ist wirklich vibrationsarm. Ne? Also das ist auch so ein, würde man sagen, so ein Highlight bei diesen Fahrzeugen. 96 legt sich Backbord klar. Das ist wirklich... Ja, scheint so eine Drehzahl eben gegeben zu haben, wo es ein bisschen klappert, aber jetzt, wo du richtig... Nee, manchmal verschluckt er sich ein bisschen, das ist ganz normal. Okay. Wenn er fast steht und dann ist er klar, dann hast du da Schraubenwasser, hier kommt Schraubenwasser. Ab und zu, 91 legt sich klar zum Tauen. da muss man kurz mal ein bisschen Lose geben und dann passt das. So, da geht's los, ne? 91 ist klar. Ja, war. Mittelmeer vor Parkhafen stoppt jetzt auf und dreht gleich rückwärts rein. Mal eine andere Perspektive von hinten, ne? Ja.
91 langsam antauen. Langsam reintauen. Langsam Backbord. Und wir holen langsam schon. Da haben wir an die 91, wir holen langsam rein. So, denn die 96 langsam Backbord. 26 langsam Backbord. Marius hört. Vorfahren, ja, jetzt die Klasse. Wir kommen jetzt Backbord, 2-1 Vorspiel. Fertig machen. Bitte ein rotes Licht auf die 480. Und die 91 holt ihn voll. Volle. Das ist korrekt, danke. Genau, die kriegen auch das Kommando, da rüber zu kommen. Der Jagdwing kommt aus dem Kölbrand. Stoppt ein wenig auf. Und im Abhänger. Wenn die laufen auf dem 5 weiter, dann wird gedreht. Was hast du wieder? Komm mal mit durch. Wer ist denn auf der 96? Ist da Basti drauf? Nee, Kombarski Christoph. Ah. Den kennst du ja auch. Der liebe Christoph. Und die 95 holt ihn auch mit Backbord. 95 auch mit Backbord, jo. Richtig später vorher den AK bei der 3. Oh, oh. 96 halbe. Und halbe vorne. Ja, wir kuscheln uns jetzt schön dicht an Lasse ran und dann holen wir den jetzt hier rein. Wir wollen zwischen den ersten, den anderen da, die 10A. Deswegen hat er nach Leinlänge gefragt, dass wir uns nicht gegenseitig so viel Wasser hinspülen, ne? An die Antriebe oder sowas, aber Jetzt kommen wir übrigens in das berühmte Funkloch hier irgendwo, hier im Parkhafen. Also falls der Stream gleich mal ein bisschen stocken sollte, ist eine bekannte Stelle. und die 95 holt auch voll Backbord. Jo, wunderbar. Jetzt kannst du mal gucken, wo Lasse ist. Jetzt kommen wir nämlich immer dichter. Oh ja. Da sieht man so ein bisschen die Leine von Lasse. Und die 96 auch voll. 96 voll. So ist es. Jetzt sieht man auch, wie das Schiff in Drehung kommt, ne? Ja. Sieht man jetzt natürlich aus dieser Perspektive nicht so gut, aber von außen haben wir das ja schon 100-mal gezeigt. Ja. Ja, aber wie du sagst, nah dran ist immer noch mal was anderes, ne? Ja, das ist eine mega Perspektive. Ganz wichtig ist eben, dass man jetzt das Schiff hier reinkriegt, aus dem Stromschnitt raus quasi, ne? So, weil hier drinnen läuft ja nachher wenig Tide in dem Hafen. So, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, aber
fast rum. Wahnsinn, ne? Ja. Tja, wer hätte gedacht, dass es irgendwann mal 400 Meter Schiffe gibt, ne? Kann mich erinnern, so Ja. die ersten paar Male hier waren 200 Meter schon ident. Also so, weiß ich nicht, vor 20 Jahren, wo man angefangen hat, dachte man so, boah, 200 Meter. Irgendwann waren das 300 Meter. Und jetzt gibt es 400 Meter. Das ist also irgendwie Wahnsinn. Das ist schon gigantisch. Vor allem, wenn man sich vorstellt, was da drauf transportiert werden kann. Ne? Ja, oder was mag da alles in den Kisten sein, ne? Ich habe mal irgendwo so einen Vergleich gefunden, der ist ein bisschen sehr plakativ, aber so ein 24.000 Toy-Schiff kann so viel Klopapier transportieren, dass ganz Deutschland davon 3 Monate sich den Hintern abwischen könnte. Ja, Wahnsinn. Wenn dem wirklich so ist. So, fetzig. Und die 95, stopp. Die 95, stopp. Ihr könnt euch schon mal Achter raus, klarlegen. Klar, Achter raus. Ja, die Maschinen laufen noch. Ist leise, ne? Ja, ja. Und klar, Achter raus. Ja. 96, die 98 halbe. Halbe. Ja, hier ist auch ganz oft die Frage nach dem Glas hier auf der Brücke. Das ist 91, wahrscheinlich ein stopp. Sicherheitsglas, ne? Das ist verstärkter, ja. Ja. Also das ist keine Autoscheibe. Nee, nee, ist es wahrlich nicht. Ja. 96, stopp. 26, stopp. Mach kurz kürzer. Jo, und die 95, 4 Steuerbord voll. 4 Strich, Steuerbord und voll. 91 wieder klar. Und die 96 nach Steuerbord. 26 nach Steuerbord. Muss man doch mal genau gucken, welche Leinlänge man jetzt hat, ne? Wenn man jetzt hier noch ein großes Schiff liegen hat und da so vorbeigeht oder zwischen 2 großen durch, dann müsste man halt rechtzeitig, so wie das jetzt Lasse gemacht hat, eben schnell kürzer machen, ne? So. Ja, der ist schon ziemlich dicht an der Pier da hinten. Ja, das sieht er. täuscht wahrscheinlich Ja, er sieht das etwas, ja, ne? ne? Genau. Kennt die Manöver ja noch auch sehr, sehr gut und 96 nach Steuerbord. wichtig ist einfach nur, dass er jetzt eben trotzdem klar bleibt, aber kurz macht, weil da vorne ist die Ecke, ne? Bukai 6. So, und es kann ja trotzdem sein, dass er arbeiten muss, solange er noch nicht irgendwie losgeschmissen wird und deswegen hat er halt kürzer gemacht. Aber das ist das, was ich vorhin meinte, man muss den Augenblick muss man nutzen, ne? Also man kann nicht einfach so mal eben sagen zum Lotsen in jeder Situation, ich mache jetzt mal eben kürzer, das geht nicht, der braucht die Kraft. CMC 91 kommt die Leine. Wir holen die Leine ein, ja. So, das heißt, 91 schmeißt jetzt los. Das heißt, der wird gleich. Der bleibt auf der Seite Der zum bleibt Drücken. da zum Drücken. Ja, der bleibt da. Ne? Wenn er jetzt hier auf die Bukai-Seite ginge, das Schiff, dann müsste die 91, dann müsste er Und so. die 95, Achter raus dabei. Und Achter raus dabei. Aber auch jetzt fährt das Schiff rückwärts mit eigenem Antrieb, ne? Ist nicht so, dass du das. Ja, komplett- Oder? Ich glaube, also die Lotsen sagen immer Bescheid, wenn sie die Maschine ansetzen, gerade voraus. Kann sein, dass er das jetzt mit Achter aus unterstützt. Da würde ich mich jetzt gar nicht festlegen, ob das wirklich so ist. So, Achter raus heißt also quasi wirklich in Längsrichtung, ne? Ja. Erstmal Geschwindigkeit aufnehmen, so ein bisschen. Jetzt hast du auch hier Jetzt sieht man das gleich, ein ne? bisschen Druck auf alleine. Es geht riesig hoch, ne?
auch mal so, dass man den Leinenwinkel auch mal so ein bisschen beeinflussen muss. Die 96 kann sich wieder voraus, klar. Weil wenn ich bei so einem großen Schiff jetzt zu kurz mache, ne, dann werde ich mein Schraubenwasser nicht los und dann habe ich halt viele Friktionskräfte in der Leine. Ne? Das heißt, ich hänge meinen Schlepper mehr auf. Deswegen versucht man den immer, wenn es geht, auch vom Platzvermögen her, so zwischen, ich sag mal, so und bei 30 bis 40 Grad zu haben. Dann passt das alles. Weil habe ich den zu kurz, habe ich wahnsinnig viel Last auf der Leine, hänge meinen Schlepper rein, aber ich habe nicht diese Hebelwirkung, die ich eigentlich will. Ne? Und die 95 halb. Und die 95 halbe. Und wichtig ist auch immer, dass man die Kommandos wiederholt, sodass der Lotse auch weiß, ich habe ihn verstanden. Ne? Weil ich jetzt immer sage, ja, was ja. Also ich muss es schon wiederholen. Und dann arbeitet man gut zusammen. Es ist immer so ganz kurze, knackige Kommunikation. Und wenn das so funktioniert, dann ist das auch alles gut. Ne? Oh, jetzt kommen ein paar Wellen. Oh Gott, ganz schlecht hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und deswegen, was wir vorhin sagt, wenn man vorne mitfährt, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, jetzt bin ich ja quasi vorne, so könnte ich es ja umdrehen. Ne? 4 Backbord, ich muss ja trotzdem immer ein bisschen noch mal gucken, liegt da vielleicht ein Schiff oder ist da irgendwie eine Pierkante zu dicht oder so. Also das entbindet mich ja nicht von der Pflicht, jetzt zu gucken, ob ich irgendwo zu dicht dran bin oder ob jetzt irgendwas mein Schiff beschädigen könnte. Ne? Weil die Verantwortung hier für das Fahrzeug behalte ich ja trotzdem. Ne? Was heißt 4 Strich? 4 Strich ist immer so eine nautische Einteilung. Ein Strich sind 11,25 Grad, also 4 Strich sind 45 Grad. Ne? Wenn der Lotse jetzt sagt, 4 Strich, dann möchte er immer gerne, dass die Leine dann 45 Grad in eine Richtung zeigt. Okay. Und ich bleibe jetzt quasi so, wie er gesagt hat, mit der Leine so wirklich annähernd recht Achter aus, drehe so mit und entweder hole ich das Schiff nachher Achter nochmal ran zu Pier, aber nachher ist es in der Regel so, dass der Schlepper vorne kann das Schiff abhalten, ich kann es hinten abhalten und Lasse kann es halt randrücken. Ne? Vorne haben die auch noch ein Bugstrahlruder und so zum Auffangen halt des Schiffes, damit es auch eine ganz sanfte Landung an der Pier bekommt, nutzen sie halt dann die Schlepper. Ne? Da heißt es dann klar zum ab. Das ist so die Manöversprache, wie sie hier in Hamburg ist. Ne? Also auch die Manöversprache variiert so ein bisschen von Revier zu Revier, da muss man auch wissen. Motor am Fritteul, Wettenherz. Und ausgehend kriegt dieses Schiff auch wieder einen Escort-Schlepper, ungefähr bis zur gleichen Stelle, wo wir hier heute gewartet haben. Also nicht nur eingehend, sondern auch ausgehend. Ne? Die 91 ist klar zum Sprung. Dankeschön. Ja, ich lese so ein bisschen Chat mit. Ja, stell doch eine Frage. Vielen Dank. Ja, es gibt gerade sehr viel Lob. Du kannst gut erklären. Und Ja, dann ist ja gut. sehr interessant, sehr interessant, ja. 154, 754 und dann Kanal 6. 754, rote Lampe, Kanal 6. 95, 4 Strich Backbord, halbe. 4 Backbord halbe. Ne, so wie jetzt, 4 Backbord halbe. Hier vorne ist Ecke Buchheit 6. Hier ist jetzt genug Platz, ich sehe das ja. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja gucken, ob da nicht irgendwo was ist oder ob hier auch ein kleines Fahrzeug oder so rauskommt. Das kann ja auch mal passieren. Ne? So, das heißt, ich muss natürlich trotzdem gucken, was passiert in meinem Umfeld. Da liegt auch dann gleich schon die Elbe Art. Motor sind auf 6, jawohl. Moin Bohlmann, Backbordseite, 2 Vorleinen, 2 Achterleinen. Dann die Springs und dann den Rest. 6 und 2 bitte. Vorderlein 2 Stück, dann die Springs, dann der Rest. 6, 2 zum Schluss, Jubelslein. Das waren jetzt die Anweisungen für die Bootsleute, ne? Für die Festmacher, genau. Festmacher. 6-2 heißt also in dem Fall auch 6 Vorlein, 6 Achterlein und jeweils 2 Springs. Ne? Also die im Spitzenwinkel von vorne Achtern gehen wegen der Längsbewegung. Und die Leinen 95 erstmal Stopp. und erstmal Stopp, die sollen quasi das Fahrzeug an der Pier halten. Ne? So. Das heißt insgesamt 16 Leinen dann für das ganze Schiff. Jetzt kommen sie mal wieder Achter raus. Und wieder Achter raus und erstmal Stopp. Genau das heißt es. Weil so ein Schiff kriegt ja auch Metermarken. Also der kann ja nicht einfach irgendwo am Liegeplatz liegen, wo er das will,
sondern er muss ja auch gucken, der Hafen gibt ja auch den gewissen Liegeplatz vor, ne? Von Marke bis. 95 winklig, mach mal 4 Steuerbord langsam. 4 Steuerbord und langsam. Irgendwo in Asien haben sie so kleine Formel 1 Zielflaggen, die sie Ja? aufstellen. Ja, ja, und da muss die Brücke hin. Hatte ich mal in einem Hafen gesehen. War Na, ganz hier stellen sie witzig. eine rote Lampe hin, da weiß er zum Beispiel, wo die Vorsprings hinkommt. Oder Okay. Vorkante Brücke, das ist manchmal auch so, ne? Dass sie dann sagen, ist Vorkante Brücke okay, weil aus der Höhe der Lotse muss sich an irgendwas orientieren können. Ne? So, und da sind die dann auch für zuständig, um da so ein bisschen zu assistieren und eben halt auch zu sagen, okay, da und da kommt die Leine hin, das ist ganz wichtig. Ja, wenn man nach vorne rausguckt, also Richtung Mette-Meersk, dann denkt man, wir bewegen uns kaum, aber wir kommen doch verhältnismäßig schnell hier in den Hafen rein. Also Everard ist schon ziemlich dicht. Und wir sind auch hier schon an den ersten Liegeplätzen vom Eurogate. Mette-Meersk für den Bootmann. Moin, Bootmann. Moin, rotes Licht liegt auf 754. 754, danke. So, rotes Licht auf 754. Jetzt weiß er ungefähr, aha, Was heißt 754? Ist das, das ist eine Metermarke. eine Metermarke? Also Ja. ein Meter, der Hier Kai... steht überall Ah, okay. Metermarkenname. Mach halt 4 Strich. Und halbe die 95. Und ja, bei den Festmachern gibt es auch Frauen, wie ihr gerade gehört habt. Jo, warum auch nicht? Mach dir da hinten noch mal ein bisschen Licht ans Fahrrad, falls du da mal rausgucken magst. Ich glaube, hier ist der Empfang jetzt auch wieder ein bisschen besser. So, hier liegt die EM Hydra. Ja, hier interessante Frage, ob bei der Everard alle Brücken oben sind. Gut aufgepasst. Ja, sind alle oben, wie ihr seht. Dann wird es wohl zeitnah wieder rausgehen, das Schiff. Ja. Nee, die machen die doch immer hoch, wenn hier ein 400er reinkommt. Ach, das meinst du jetzt? Das Ja, kann natürlich auch wir sein. hatten das Oder aber er gestern. ist schon fertig, ne? Zeitnah. Also eins von beiden. Aber ja, die müssen hoch. Ja. Ja, wir hatten das gestern gesehen, als die Everard rein ist, konnte man sehr gut sehen, dass bei der One alle Brücken hochgegangen sind. Ich kann ja mit der Drohne jetzt endlich über die Büsche gucken. Da kommen wir noch mit reden. Nee, also gut aufgepasst, die sind oben. Kann natürlich sein, dass sie schon fast fertig sind. Ich glaube aber nicht. So spät gucken noch so viele Leute? Ist erstaunlich, ne? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Leute gerade zuschauen. Hier Geistberger, vor dem Köfig, weiter zur Rede. Oh, 3700 Zuschauer. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Ja, aber es ist ja schön, wenn das Interesse für sowas da ist und man also mal einen Einblick bekommt hinter die Kulissen. Na schön. Irgendwann hast du den ersten Azubi aus der Hamburg Hafen Live Community. Ja, das ist ja auch, muss man ja auch ganz ehrlich sein, mit eines der Ziele, die wir verfolgen. Ne? Dass wir einfach wirklich zeigen, wer sind wir, was machen wir, was kann man hier und eigentlich wie geil ist das, was wir machen. Es ist auch geil, also wirklich, Ja. das ist, bei mir ist das auch so eine Mischung aus totale Begeisterung und Sprachlosigkeit, wie ihr vielleicht merkt. Und die 95, langsam bitte. Und nur noch langsam, 4 Strich Steuerbord. Ja, sonst brauchst du das ja auch nicht machen, was du da machst, ne? Muss man ja auch mal sagen. Also wenn das dich nicht begeistert, dann ist es ja... Also ich sage auch mal,
Wenn man sich mal überlegt, du gehst zur Arbeit und ich meine, das ist ja auch eine Form von Glück, ne? Nicht jeder kann ja behaupten, dass du zur Arbeit gehst. Spaß steht ja bekanntlich in keinem Arbeitsvertrag. Aber wenn man zur Arbeit geht und sagt, Mensch, ich bin natürlich gerne zu Hause, aber ich mache auch gerne meine Arbeit, das ist doch schon eine gewisse Form von Luxus, oder? Absolut. Ich denke das auch. Und also ich muss sagen, so ganz unkomfortabel ist dein Arbeitsplatz hier auch nicht. Ach nee. Sieht jetzt nicht so aus, als ob... Nee. Also es könnte jetzt auch donnern und schütten. Ja. Also, ich sag mal, um darauf zurückzukommen, ne? Manchmal ist es ja auch so, dass, guck mal, da oben zum Beispiel, der Lotse steht jetzt in so einer geschlossenen Nok. Das ist ja nicht immer der Fall. Manchmal stehen die Kollegen ja auch bei Wind und Wetter draußen. Und da muss man schon sagen, bin ich mir nicht so sicher. Also habe ich sowieso kein Bedürfnis zu tauschen. Ja, man kann wenn ich denn hier mal in der klimatisierten Brücke Die sitze. 95 stoppt. Und stoppt die 95. Ja, die Hapag-Lloyd-Schiffe, die haben alle nur so eine halb überdachte Brücke, die neuen. Ich glaube Evergreen, ich glaube die sind auch komplett zu. Ja, guck mal, aber da stehst du dann ja vielleicht auch mal bei Wind und Wetter und da oben weht ja wirklich ein richtig strammes Lüftchen, wollen wir sagen. Vielleicht nochmal ein Fun-Fact. Im Panama-Kanal gibt es die Vorschrift, dass die Brückennok überdacht sein muss. Und da haben sie zum Beispiel auf der Valparaiso Express, mit der ich mitgefahren bin, die hat eine offene Nok. Ja. Da haben sie Dächer quasi drauf geschweißt dann. Also haben sie außen am Fahrstand an der Nok 95 nochmal langsam 4 Strich an. mussten sie ein Dach drauf basteln. Langsam 4 Steuerbord. Schön leise, ne? Ja. Also man muss auch beim Anschmeißen der Maschinen genau hingucken, ob sie schon laufen. Und die 95 Stopp und sie kann sich Achter rauslegen. Stopp und langsam Achter raus. Eigentlich glaube ich aktuell noch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube nicht, danke. Und die 95 klar auf ab. Und klar, auf ab. Und die 96 auch klar auf ab. 26 klar ab. ...95 klar zum. ...95, 8 ein klar zum. Wunderbar. 26 auf. 96 mal langsam antauen. Langsam vorne. Gibt es quasi langsam halbe voll oder wie ist die? Ja, genau, langsam halbe voll. Das ist eigentlich so, wie wir hier so arbeiten, genau. Und dann weiß ich ja ungefähr von den Leistungsstufen, auch hier, was die Hauptmaschinen anbelangt, so was ist ungefähr langsam und was ist voll. Aber hier kann man jetzt bei so einem großen Fahrzeug, wo du halt die Leistung brauchst, noch danach gehen. 96 Stopp. Wenn du jetzt aber ich sag mal, ein ganz leichtes Schiff hast und da ist es manchmal nicht so, ich will nicht sagen, ich mache nicht das, was der Lotse sagt, das ist Quatsch, aber ich muss für mich abwägen, wenn der Lotse jetzt sagt, ich möchte gerne halbe, in Abhängigkeit des Manövers, ist das gerade angebracht. Ne, wenn ich jetzt mal einen ganz kleinen Kymo, der 80 Meter lang ist und ich sag mal 4,5 Meter Tiefgang hat, wenn ich damit halbe, was dabei 80 Tonnen bedeutet, 40 Tonnen Last auf die Leine aufbringe, können das die Poller nicht ab. Und das Schiff, das macht einen Mördersatz. Du musst es quasi auf die Kraft des Schleppers übersetzen. Richtig. Was der Und Lotse es ist ja auch so, dass alles, was du an Kraft reinbringst, musst du auch zeitnah wieder auffangen. Und es ist so ein Grundsatz, dass man sagt, es ist schwieriger, alte Geschwindigkeit aus dem Schiff rauszuholen, als neue reinzubringen. Das ist ja grundsätzlich, deswegen wie beim Auto, man stoppt ja einmal mehr, als dass man einmal zu wenig bremst jetzt, sag ich mal. Und die 95 mal langsam ab. Langsam ab, aber ich will ja hier auch kein
ich will ja die Assistenz, also sprich die Dienstleistung auch so gut wie möglich machen und hier nicht irgendwie ein Fahrzeug in Bredouille bringen oder so, weißt du? Das darf ja nicht passieren. Deswegen muss man da halt immer so die Kraft, wie du schon richtig gesagt hast, so ein bisschen übertragen. Und bei so einem großen Schiff eben, ja, ob du jetzt, ich sag mal, mit 2 Tonnen Last auf alleine rumläufst oder übertrieben gesagt mit 5, das merkt er nicht. Aber wenn du ein kleines Schiff hast, der merkt diesen Impuls sofort. Ja, ja. Und deswegen. 95 Stopp. Und Stopp. Deswegen sage ich ja immer, es ist wirklich, dass du richtig dieses gefühlvolle Fahren lernst du an kleinen Fahrzeugen. An ganz kleinen, leichten Schiffen. Ja, und auch wenn es heißt Stopp, habe ich halt die Leine so, dass ich jederzeit arbeiten kann. Ne? Da ist noch genug Luft und deswegen ist alles gut. Buchmann am Bukai 5-6 für die CMAT JetBlue 89. Ja, das Drehen ist eigentlich der schnellste Teil. Ja, genau. Und dann Richtung Liegeplatz und das ist ja wirklich so Feinarbeit, ne? So. Ja, ja, man sieht das auch. Ne? Also ich versuche mal auf die Pier zu zoomen, damit ihr mal eine Vorstellung von der Geschwindigkeit bekommt. Und das ist ja auch nicht, dass der Kapitän das nicht kann. Aber allein diese Kommunikation, ne? Dann hast du dieses Dirigieren der Schlepper, das musst du ja auch lernen. Also jetzt mal eben schlagartig 3 Schlepper, darfst du ja auch keinen vergessen, ne? Das ist zu einem voll Ja. und weißt du so, das sind ja auch Abläufe, die müssen ja in Fleisch und Blut übergehen. So. Und das ist ja gar nicht so das Anforderungsprofil von einem ganz normalen Kapitän von Maersk, sag ich jetzt mal. Warum auch? Dafür gibt es dann eben die Lotsen, ne? Ja, und da muss man auch sagen, auch wenn natürlich alle Englisch sprechen in der Seefahrt, aber es ist dann schon schöner, wenn alle deutschsprachig sind und dann bei so einem Manöver. Ist es nicht auch ist es hier nicht auch vorgeschrieben, dass du Deutsch sprichst, wenn du hier im Hafen Du musst der deutschen Sprache Schlepper mächtig sein. und solche ja. Sachen, ne? Ja, musst du. Also du kannst jetzt nicht sagen, hallo Leute, jetzt heute bitte mal auf Englisch. Nö, das ist hier nicht so, genau. Da musst du schon Deutsch können. Das ist halt immens, wenn man hier so lang guckt, ne? Das ist schon ganz schön der Koffer, das Ding. Ach guck mal, da hinten kommt ja schon der nächste. Da kommt schon der nächste. Ist das eine CMA? Das ist eine CMA CGM, aber die wird im Parkhafen gedreht, ne? Die ist quasi reingelaufen. Ach, die ist die vorwärts rein, ja. Ja, die sind dann so auch diese Hamburg-Südschiffe, ne? So 333 Meter oder so. Du fährst Ja. dann vorwärts rein und drehst sie dann. Geht das, ne? Guck, wir laufen jetzt quasi so mit, ne? Dass ich jetzt jederzeit was machen könnte. Ich finde, bei der Dimension des Schiffes ist es trotzdem irgendwie relativ flott. Ne? Also wenn ihr das mal so vergleicht, wie schnell wir da an der Pier vorbeiziehen. Also wenn du da nebenher läufst, musst du schon... Also ja, ist jetzt nicht Rennen, Ja, aber Erfahrungswerte, ne? ist schon eine gute Schrittgeschwindigkeit. Ja, und wir fahren quasi einfach nur mit, sieht man, ne? Ohne Last auf der Leine. Ja. Und wenn was ist, können wir halt sofort abhalten. Vape Dino, danke für euren Raid. Willkommen an Bord. Ja, bei Twitch, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn irgendjemand aufhört zu streamen, dann kannst du die ganzen Zuschauer zu einem anderen Kanal mitnehmen. Kannst du sagen, wir hören jetzt hier auf, wir gehen jetzt woanders hin. Du hast das schon ein paar Mal erwähnt. Nein, ja, das ist Twitch, so ein- aber ich ist selber so habe ein Raid. ich hab das noch nie, ich weiß gar nicht.
Wo ist die rote Leuchte? Ich glaube. Ach hier, guck mal, da ist es die da blinkt, oder? Das müsste die rote Leuchte sein, ja. Da könnt ihr die sehen, ist so ein bisschen, spiegelt ein bisschen. Aber da blinkt was rot im Hintergrund. Wenn gleich die Leinen kommen, kann ich ja noch mal rausgehen, oder? Ja, ich halte die Leine ja so. Also ich hole dann, wenn du hier oben stehen bleibst, ist alles gut. Ja. Ich halte da bloß einfach nochmal das Schiff eventuell ab. Also nachher, wenn es vom Liegeplatz ist, so in der Höhe, dann geht es nachher mit drücken und wir abhalten und vorne vielleicht auch nochmal und bevor er dann auf dem Fender liegt und dann kann lassen ja auch nicht Gas geben, den annageln sozusagen, also ordentlich festhalten. Und dann werden die ganzen Leinen ja nach und nach übergegeben und durchgeholt und dann werden wir ja auch schon losgeschmissen. Ne? So, ganz hinten liegt noch ein kleiner Fieder, da gehen wir, glaube ich, vor. Ach Leute, ihr seid echt klasse. Ihr seid echt so klasse. Der Bunny, 5 Euro. Robsenmann, Prime Sub, Pagoro, auch ein Sub da gelassen. Dann nochmal 10 Euro. Von Marlies, Dankeschön. Dern Nordlicht lässt 91, langsamer Druck. 20 Euro da. Der Jürgen, auch nochmal 2 Euro. Dankeschön. Jelde, 5,99. Uwe, 5,99. Hendrik, neues Prime Sub. Ulrich verschenkt eine Mitgliedschaft. Rudi, 10 Euro. Petzli, 2 Euro. Robert Kröber, 5er-Pack Mitgliedschaften. Dann Astrid und Volker, 2,49. Nisi, 5 Euro. Gasti, 123 Bits. Die Ente, neues Prime Sub. Hessenblitz und Andreas Westphal, beide mit einem 5er-Pack Mitgliedschaften. Brigitte, 10 Euro. Ulrich und Birgit, nochmal eine Mitgliedschaft. Raffulus, 100 Bits. Ilva, ein neues Mitglied auf dem Fischmarkt. Und der René auf der Reeperbahn. Danke, ihr Lieben. Danke, danke, danke. Ja, man sieht es jetzt auch ganz gut hier an der Anzeige. Also ist nichts mehr auf der Leine. Nee, das ist immer so ein bisschen der eigentliche Durchhang. Also das ist aber das, was ich meine. Wenn ich jetzt 5 Tonnen drauf hätte, ist es nichts, was er merkt. Ja. Ne? So, aber schlussendlich hat der Lotse gesagt, Stopp. Also heißt das auch Stopp. Also muss ich versuchen, mit so viel Gefühl wie möglich, so wenig Last auf die Leine zu bringen, wie es mir gerade möglich ist für das Manöver. Ja, ne, weil auch diese 2 Tonnen, klar, hätte ich jetzt ein leichtes Schiff, was ich immer wieder erwähne, würde ich gar nicht so lang machen. Ne? Weil manchmal ist es so, dass allein der Durchhang der Leine reicht schon, um dem Schiff da echt eine Tendenz zu verpassen. Und das möchte er natürlich auf gar keinen Fall. Ne? Deswegen hat das seinen Grund. Also die planen ihre Manöver so da oben und deswegen muss man auch agieren, reagieren und man muss jetzt nicht total auch von einer Seite zur anderen hechten, aber man sollte schon auch aktiv mitfahren und halt auch wirklich überlegen, was will der Lotse, wo könnte er mich gleich gebrauchen und wo bin ich schnell. Ne? Also dazu macht das natürlich auch Spaß, das ein bisschen zügig zu machen. Ne? Ja, zumal es die Schlepper ja auch hergeben. Also das muss man auch, da muss ich ehrlich sein. Das ist ja auch so. Dann war hier noch die Frage, wie kann denn ein Schlepper drücken? Hier bei der 91 genau. Ist ganz gut. Ne? Also die Schlepper haben ja ringsherum Fenders. Gummifender. Und genau. Dann fahren die einfach direkt an das Schiff dran. Das Schiff hat Markierungen, wo du drücken darfst. Da sind überall, entweder ist da ein T oder steht ja, manchmal Tack sieht man die oder auch nicht. Manchmal ist auch nur ein Pfeil da mit der Spitze nach unten. Das ist auch ganz individuell. Manchmal sieht man das auch ganz schlecht. Also wo genau der Druckpunkt jetzt ist. Aber da ist die Schiffsaußenhaut auf jeden Fall verstärkt. Und da macht es halt nichts, wenn man gegendrückt. Weil, naja, wie ich vorhin sagte, man kann nicht überall einfach, wie man will, gegendrücken. Das haut nicht hin. Das geht nicht. Hier fragt noch jemand, könnte die Mette Maersk im Notfall auch ohne Hilfe durch die Schlepper auslaufen? Nee. Nee, die kommt hier nicht weg. Man muss sich auch vorstellen, so ein Schiff muss ja eine gewisse Geschwindigkeit haben, damit genügend Wasser in einer entsprechenden Geschwindigkeit an dem Ruderblatt vorbeifließt, dass das bei Lage überhaupt eine Druck- und Sogwirkung erzeugt,
dass das Schiff in einen Drehkreis versetzt wird. Und das ist ja nun nicht der Fall, weil ich sag mal, wenn das Schiff, kann man sich vorstellen, ne? 91, langsam. Das Schiff fährt jetzt hier und saugt sich ja auch in dem Sinne, muss ja mal Wasser nachfließen, Wasser von den Seiten so einem Hafenbecken an. Der würde hier sämtliche kleine Schiffe abreißen. Also da entsteht so eine dermaßen Sogwirkung. Das ist ja auch der Grund, warum man zum Beispiel, so wenn man an diese Geschichte von der Ever Given denkt, es gibt diesen Kanaleffekt. Ne? Also ein Schiff wird auch unter Wasser hydrodynamisch beeinflusst. Durch Überdruck, durch Sogwirkung, nicht nur wenn es fährt, sondern eben auch, dass es sich irgendwo ansaugt, so Bernoulli-Effekt. Kennt ja jeder so ein bisschen aus der Physik. Und das ist jetzt genauso, würden wir jetzt schnell an der Pier hier lang fahren, rückwärts, würde das Schiff sich automatisch ansaugen. Ne? Weil das Wasser, was dazwischen läuft, ist natürlich entsprechend schneller als hier außen und dementsprechend wird das Schiff angesogen. 96, langsam ab. Langsam ab vorne. Aber guckt auch gerne nochmal nach dieser Reportage von der Ever Given. Da wurde das ganz gut 91, aufgearbeitet. Copy 91. Und da ist sehr gut dieser Effekt erklärt, warum die sich mit dem Heck Ja, quergelegt hat im Suezkanal. genau. – 96, Stopp. 26 Stopp. Maschine kommt voraus. Maschine kommt, danke. Also jetzt stoppt er auf quasi. Genau, jetzt nimmt er quasi die Geschwindigkeit aus dem Schiff raus. Und dieses Kommando Maschine kommt, sagen sie halt immer, weil wenn ich mit dem Schlepper an der Bordwand liege und das heißt jetzt Maschine auf zurück, dann weiß ich, wenn ich zum Beispiel da liege, dass das Schraubenwasser mich wegspülen könnte. Genauso, wenn ich jetzt hinten gerade los oder festmache, würde nie ein Lotse hier die Maschine ansetzen. Weil das würde, wenn gerade der Matrose die Hand unten da in der Schleppleine hat und das spült mich weg bei diesem riesen Schraubenwasser, 95, langsam ab. langsam ab, könnte das ja wirklich zu Problemen führen. Ne? So, also ganz langsam in die Leine reinfahren und gleich ein bisschen Gas geben. Ne? Ja, noch ein paar interessante Fragen. Nee. Ja, ich gucke schon die ganze Zeit. Zu viele oder was? Nee. Alle Fragen kriege ich leider auch nicht mit, weil ich das auch ist nicht ja die ganze klar. Zeit. Das ist ja klar, kannst du nicht. Ich glaube, die meisten gucken aber fasziniert zu. Und was natürlich ganz schön ist, dass wir den Funk heute mit hören dürfen. Ja, das ist wirklich nett. Ist ja auch mal ganz interessant. Also 96, langsam ab. Langsam ab vorne. anhand des Funks kannst du ja schon viel dir denken. Ne? Ja, ist aber auch trotzdem, natürlich muss man ja auch nochmal, glaube ich, erwähnen, Dank da nochmal an die Lotsen, ne? Weil das ist ja auch doch nochmal eine große Verantwortung, ne? Dass man das so... Und Stopp! Dass wir das so mithören dürfen, ne? Ja, ja. Edgar Westberger, Anleger Waltershof in die Räte. 96, Stopp. 26 Stopp. So, Maschine ist jetzt, glaube ich, wieder aus. Ne? Ja, Oder? das sieht so aus. Ja. Ja, genau. Und so langsam haben wir, glaube ich, unseren Platz erreicht. Jetzt geht es wirklich nur noch sehr, sehr langsam. Der U-Bahn Appeal bei Louis Hager, Moin Moin, im Fußballfährt. Johann, moin. 2-1 Vorspringster, das haben wir mit. Ja, danke auch an alle im Chat, die jetzt die Fragen, die sich immer wiederholen, dann nochmal beantworten. Hier ist 35. Ja, es ist Automatismus, einfach, ne? Ja. aber es ist einfach so, es kommen ja viele dann immer dazu und Ja. sind ja nicht immer alle von Anfang an dabei. Ne. Also ich habe da auch Verständnis für, aber andererseits müsst ihr auch Verständnis haben, dass wir nicht jede Frage 5 oder 6 Mal beantworten. Darum ist es super, wenn im Chat dann ein paar mithelfen. Aber wie du schon verwiesen hast auf einige andere interessante Streams, Genau, die und kann man, andere glaube ich, Streams. ja, das ist okay.
Tja, hat spontan doch noch geklappt, was? Siehst du, aber das ist bei uns immer Ja. so, ne? So? Wollen wir nicht mal was in Warnemünde machen? Ja, 2 Tage später ist komisch, ne? Hanseseel, ne? Kannst du morgen nach Rostock kommen? Ja, zwischenzeitlich hatte ich ein bisschen Angst, dass wir es nicht mehr hinkriegen. Nee, aber aber doch bis jetzt immer. Und du weißt ja es hat auch, immer geklappt. irgendwie ist spontan am besten. Conny, ein Mann, Oftmals. ein Wort. Ja, das sowieso. Wenn ich dir was verspreche, machen wir das auch. Gar keine Frage, ne? Ja, muss ja trotzdem zeitlich passen. Ja, Klar, sicher. ich hätte natürlich jetzt auch gerne 2 Stunden eher gestreamt, mit ein bisschen mehr Licht, aber Ja, man muss das eben, es man muss ist, wie die es Karten so ist. spielen, Das wie sie ist halt auch fallen. die Seefahrt. Ne? Wie sagt man? Ja. Aber es ist doch trotzdem irre, wenn man mal überlegt, es ist doch eigentlich ein relativ entspanntes Manöver, ne? So ein riesen 400-Meter-Schiff wird hier mal in so eine Parklücke geschoben, ne? Wenn du ehrlich bist. 91 langsam. Langsamer so. Ja, man merkt aber, dass einfach jeder hier auch genau weiß, was er tut. Ne? Ja, ich sag mal, du musst dich konzentrieren, du darfst nicht angespannt sein, ne? Das ist, weil wenn du angespannt bist, hast du Angst und wenn du Angst hast, machst du Fehler. Das ist so. Was ich halt bei der ganzen Sache so krass finde, ist diese Trägheit. So ein 400-Meter-Schiff, das ist ja, ich meine, wenn das einmal in Bewegung ist, Jo. Musst ein Gespür für haben, ne? Von da oben. ja, du musst das ja auch so ein bisschen, Ja. du musst das ja mit einkalkulieren. Wann fange ich an abzubremsen, aufzustoppen? Ja, aber deswegen kannst du dir vorstellen, das ist ja umso wichtiger, man kann das gar nicht ganz oft genug hervorheben. Das ist ja wie so ein Team, ne? Der Kapitän, Ja, ja. die Lotsen und quasi wir. Und natürlich auch die Festmacher. So. 91 Stopp. Ohne die kriegst du das nicht hin. So, Ja, und ja. wenn du mal kurz Maschine gibst, ne, wie viel gibst du und was das ist, das lernst du nicht von heute auf morgen. Ja. 95 langsam ab. Langsam ab, achtern. Ziehen wir die jetzt noch mal ein bisschen weg von der Ja, Papier? langsam oder? ab, wenn er zu dicht kommt. Ne? Lässt ein bisschen drücken und wenn ihm das zu schnell wird und die Annäherungsgeschwindigkeit zu schnell ist, dann ab. Genau. Und deswegen hast du gesehen, ich hätte jetzt nicht noch 3 Minuten meine Leine stramm fahren können. 95 Stopp. Und Stopp. Ich kann jetzt aber auch nicht schlagartig das Gas zu schnell wegnehmen. Ja. Ist ja zwar kein Gummiband, aber dann kriege ich lose in diese Leine. Ne? Also sind wir jetzt wahrscheinlich kurz davor, Ja. an der Pier zu sein und Genau. das ist jetzt so die letzten 1-2 Meter. Jetzt ist Feinjustierung. 91 langsam. Siehst du? Und ich halte die jetzt wieder so stramm, 91 langsam. Langsamer so. dass wenn was ist, dass ich auch wirklich gleich abtauen kann. Ne? Weil wie du richtig gesagt hast, wenn so eine Masse in Bewegung ist, dann kannst du nicht lange warten. Ne? Geht nicht. Ja, und letztendlich steht das Ding echt auf einen Meter genau. Ja, ist so. Das ist wirklich, also Das ist schon das krass, ist faszinierend. Ja, das ist echt Ist so. krass, ne? Ja. So ein Koloss und wirklich auf einen Meter genau. Ne? Und der Kollege da oben fährt das Schiff ja nicht, also der steht nicht selber am Hebel und am Ruder. Der gibt Maschinenkommandos, Kommandos, der ja. gibt Ruderkommandos. Und die 96 langsam ab. Der zweite Kollege überwacht den Verkehr und den Lotsen, den wir quasi mehr hören. Also der muss 3 Schlepper dirigieren, mit dem Kapitän kommunizieren, dem Rudergänger Ruderkommandos sagen, Maschinenkommandos. Da musst du schon auf Welle sein, ne? Und die 91 drückt langsam. Also ich habe mir das ja mal angeguckt. 95 sind gestoppt. Wir sind gestoppt, ja. Ich habe mir das aus Interesse ja mal angeguckt, mal die Sichtweise, weil ich bin ja so ein Ja. ich sag mal gerne Fachidiot, ne? Ich kenne natürlich auch nicht auf so einem großen Schiff. Oder das größte war für mich ja hier Nordic bis jetzt, ne? Und dass man 96 Stopp. sich das von oben mal anguckt. 96 Stopp. Und da sage ich dir, da kommen eine Menge Einflüsse zusammen. Ich durfte es ja auch schon ein paar Mal sehen. Das ist echt, also dirigieren ist schon der richtige Ausdruck. Das musst du tun. Dirigent, Ja. das ist Es ist kein Quatsch. das Schlepperorchester. 91 Stopp. Stoppedruck. Also ich denke, ich mache hier Werbung für die Lotsen, aber dadurch, es hat mich auch beeindruckt. Du musst da wirklich hoch konzentriert sein, weil ist ja klar, wie du sagst, das sind wie viele Tausende von Tonnen, ne? Wenn die erstmal marschieren die. Da ist nicht viel Luft für Fehler, ne? Ist so. Und wenn man dann sieht, wie smooth das hier geht, kannst du nicht mehr gerne. Das ist eine feine Sache. Ja, das ist schon
echt beeindruckend. Aber nein, ich möchte trotzdem kein Lotse werden. Ich fahre dafür viel zu gerne Schlepper, das ist so. Du hast zu viel Angst vor der Nok, die nicht überdacht ist, wo du im Regen stehen musst. Nee, das ist gar nicht so das Problem, aber Gott. Nee, Schlepperfahren ist auch schon so eine Welt für sich. Ich mache das unheimlich gerne. Ist auch schön, dass du so die Abwechslung hast. Ne? Es ist auch, hier, also mal es da. ist auch klasse. Ich finde, du bringst das auch super rüber. Also eben hat schon jemand gesagt, du bist eigentlich das beste Werbung für den Job. Ja, aber ich glaube, das merkt man eigentlich bei allen, die das hier so machen, dass die wirklich das, was sie machen, auch wirklich lieben. Ne? Und ich glaube, das musst du auch. Und 91 Stopp. sonst brauchst du das nicht machen. Sonst nervt dich das ja, oh Gott, ist schon Mitternacht. Und wie gesagt, es ist 24/7. Also es kann auch sein, dass nachts um 3 ein Anruf kommt und da kannst du hier nicht 10-mal Mist sagen und dir 3-mal überlegen, was anderes zu machen. Ja, du musst dann hoch innerhalb von 5 Minuten, wir fahren los. Ne? Also man kann da nicht noch erst Schönheitspediküre machen und sich irgendwie nochmal eindieseln, was man eh nicht braucht bei 3 Mann. Und das Schöne ist halt, wenn man eine gute Gemeinschaft ist, hier macht ja jeder alles. Also ich sauge ja genauso Staub wie der Matrose oder gehe mit raus und wasch Deck und weißt du, das ist wie ein Haushalt, den du hier führst. Den kann ja nicht einer alleine führen. 91 langsam. Und ich brauche mal ein bisschen Abwechslung, ne? Ich kann ja nicht mehr hier oben. Muss mich auch mal bewegen. Weißt du jetzt schon, wann dein nächster Job ist? Nee. Ach so, doch. Morgen, irgendwas steht hier, um 8, Porto Cargio. Wenn das jetzt stimmt. Aber wir melden uns dann bei meinem Einteiler, vielleicht sagt er noch Also, was anderes. Okay. Ist dann eben so, alles gut. Steigen ja morgen sowieso ab. Porto Also ich, Cargio, ja, okay. Ja, Morgen morgen. ist Wechsel. ja genau, ich gehe morgen ich bleibe in Hamburg erstmal noch 2 Tage. Also ihr habt heute Costco Aris gemacht. Oder Aries. 3, 4, 5 Idun, eigentlich. BBC Sarate Genau. und jetzt ja. Ja. Aber das ist auch so. Das ist ein gutes Aufkommen zurzeit. Du hast aber auch immer mal Tage, ja, da ist es dann 91, viel. halbe Anlage. Siehst du jetzt mit dran. Aber das gleicht sich auch immer mal wieder aus. Dafür hast du auch immer mal wieder einen Tag dazwischen, wo nur einer ist oder so, wo du mal in Ruhe was am Schiff machen kannst. Oder wo du, was weiß ich, mit deinem Kollegen mal sitzt und mal eine Tasse Kaffee trinkst und mal ein bisschen Klönschnack machst. Ne? Also das ist ja trotzdem drinne. Und ich glaube, total gestresst und gehetzt sehen wir jetzt hier noch nicht gerade aus. Da muss man ja auch mal ehrlich sein. Das Mittelmaß macht's ja, ne? Das Ja, natürlich. Also was so ein... Du musst schon konzentriert sein bei dem, was du hier tust. Also ihr ich kann habt natürlich ja- nebenbei erzählen, wenn du jetzt aber den 5. oder 6. Job von so einer Länge hintereinander machst, bin ich ganz ehrlich, merkst du auch, wie ein bisschen das Feingefühl nachlässt. Das ist aber auch natürlich auch der Grund, warum es ja die gesetzlichen Grundlagen gibt, der Arbeits- und Ruhezeiten, ne? So der Lenkzeiten, damit eben nichts passiert. So, weil schlussendlich hast du ja trotzdem die Verantwortung und das Schiff soll heil bleiben oder in der richtigen Reihenfolge. Erst die Leute, dann das Schiff. So und deswegen. Ne? Aber es gibt wesentlich schlimmere Berufe, die wesentlich anstrengender sind. Wollen wir mal ganz ehrlich sein. So, Festmacher sind auch da. Gut, dass sie da sind, haben wir eben schon gehört, aber jetzt habe ich sie auch gesehen. Genau, und die ziehen jetzt quasi diese ganz kleinen Wurfleinen, ziehen die jetzt erstmal darüber. Und dann kann man sich ja denken, so ein armdickes Tau kriegen die ja jetzt hier nicht auf die Länge so per Hand gezogen. Manchmal machen sie es, aber eigentlich haben sie bei den Festmacherautos hinten so kleine rotierende Köpfe drauf, wo sie die Leine rumlegen können, die quasi durch Reibung hält, sogenannte Spülköpfe. Ne? Und die holen sie jetzt damit dann rüber. Manchmal auch 2 Leinen zeitgleich, wenn es möglich ist. Aber es ist eben manchmal auch ganz schön schwer. Also, muss man auch so sehen. Kann ich jetzt noch mal rausgehen? Ja, gerne. Mach doch. Schön warm hier neben dem Auspuff.
zur Leine fest. So ist es. Ja, wenn die ihre kleinen Winden mit den Fahrzeugen nicht hätten, das ist echt Knochenarbeit dann mit den Leinen, glaube ich. Ist zu doll. Und ich sag mal, da kommen jetzt ja die beiden von innen. Dann kommen die von außen ja auch noch. Guck mal, 6,2 hat er gesagt. 6,2, also hinten raus 6, 2 Zwei Springs, ja. Genau, also das ist ja schon eine Menge, ne? Nur Lob im Stream, Conny. Nur Lob für dich. Wieso für mich? Ja, weil du es gut erklärst, weil das Spaß mit dir macht. Ja, ist jetzt so ein bisschen im Prinzip warten, ne, bis die Leinen. Ja, ist meistens fest ist es so, sind, wenn ne? so 2 Achterlein fest sind oder manchmal auch erst bei 3 oder so oder 4, da kriegst du, weil wir nachher sowieso auf dem Weg sind, ne, mit der Schleppleine, dann schmeißen sie nachher den Schlepper los. Und dann sind wir quasi auch entlassen. Stimmt, dann stört die Leine da, ne? Genau, und dann schmeißen sie die meistens vorher los. Bei anderen Fahrzeugen ist es manchmal auch so, dann, gerade wenn du viel Wind hast, dass sie dann immer sagen, na komm doch mal zum Leine durchholen, vorne ran zum Drücken oder so, ne? Kann dann auch sein. Glaube ich jetzt hier nicht, kann passieren, aber schauen wir mal. Und die 91 ist jetzt die ganze Zeit am Drücken. Genau, der drückt ihn wirklich so lange ran, bis nachher die Leinen wirklich eigentlich alle richtig schön stramm durchgeholt sind. Ne? Das heißt, es ist im Prinzip ein Schlepper, der jetzt das ganze Schiff an die Pier drückt. Aber gut, wir haben jetzt auch gar nicht so Ja, viel und vorne Welle, haben ne? sie ja ein Bugstrahlruder, ne? Oder ich glaube sogar 2. Stimmt. So, und die haben ja auch ganz schön viel Power und Kraft bei so einer Schiffsgröße und damit hält er sich dann auch noch ein bisschen dran, ne? Wenn es muss. Ja, und falls ihr sagt, Schlepperfahren wird nichts mehr für mich, aber ich möchte trotzdem rumlaufen wie einer auf dem Schlepper, dann guckt ihr mal bei Fairplay in den Merch-Shop. Die haben echt ganz coole Sachen. Da mache ich wirklich gerne Werbung für. Aber nicht crashen wieder. Nicht den Shop wieder kaputt machen. Ja, hier ist noch die Frage, wer ist denn der andere Mann rechts? Das ist der Maschinist. Der Jörn war das, ne? Jörn, genau. Ja, sieht man, ne? Übergehakt, jetzt kommen sie schön durch da mit ihren Winden und dann kicken wir mal. Was ist denn dein Lieblingsabschleppspruch? Abschleppspruch? Weiß ich gar nicht. Habe ich auch ehrlich gesagt keinen. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt gerade keine Antwort erwartet, aber naja, manchmal gibt es ja so ein paar Ja. geflogene Sprüche, Ja, das stimmt. Nee, aber da kann ich wirklich nicht mit dienen. Schlepperreime. Ja, ja. Und die 96 kommt die Leine.
komm an vorne. So, ich nutze das nochmal ganz schnell hier für ein paar Danksagungen. Leute, ihr seid wirklich echt spitze, ihr seid wirklich spitze. Der Tastensucher war mit 300 Bits dabei, Analogon 101, Tesa neu auf Twitch dabei, Odifixi 300 Bits, Familie Iversen ist dabei mit 5 Euro, Papa Memphis 500 Bits, The Flame verschenkt ein Sub, Papa Memphis jetzt auch mit einem Sub dabei, Odifixi nochmal mit 300 Bits, Kundero 15 Monate, Lama Jana 250 Bits, Ulrich Böcker 10 Euro Superchat und der Nordlicht auch nochmal 10 Euro Superchat. Ganz, ganz dickes Dankeschön, ihr Lieben. Ja, wir warten jetzt im Prinzip darauf, dass die Leinen festgemacht werden, dann schmeißen wir los und ja, dann war es das. Genau, da ist auch die Frage, legt da ein Lotsenschiff an? Ja, da kommt Und die glaube ich Captain schon. 95 bekommt auch die Leine. Und Lego 95. Die Lotsenbarkasse ist auch schon da, ist glaube ich das neue Lotsenboot, wenn ich das richtig sehe. Die Ja. Harbor Pilot 3. Lego liebe ich ja. Lego heißt im Prinzip Leine Let los. go. Ne? Let go. Das Let ist go. so dieses Umgangssprache. Lego, Ja. genau. Let go. Dann gehe ich noch einmal raus. Lego. Rainer fährt hier gleich vorbei. Ja, sehe ich leider von hier aus nicht. Auch wenn er dicht dran ist. Aber grüßt ihn mal ganz lieb von mir, falls ihr bei ihm im Stream seid. 91 langsam. Sag doch mal so. Damit ist der Job erledigt. Jetzt 95, Sie sind los, ich bedanke mich. Das war doch sensationell, oder? Ja, wir bedanken uns auch, ne, für die Bereitschaft, für den Job und dann bis zum nächsten Mal ebenfalls. Danke. Das war sensationell. Da wartet schon das ganze Boot. Lasse muss noch ein paar Minuten. Gut aufgepasst, bei der Evergreen sind die Brücken wieder unten. Mensch, ihr achtet aber auch echt immer auf jedes Detail.
klasse. Ist auch schon los. Die fährt da vor uns. So, dann. Ja, Conny, das war spitze. Schön. Ja, für dich ist es Alltag, aber ich glaube, für jemanden, der das nicht kennt, noch nie gesehen hat, ist das natürlich total faszinierend. Und Das ist für mich auch jedes Mal wieder, macht ja auch eine Menge Spaß. Und wie gesagt, ist ja keine Anspannung, es macht Spaß, aber man muss einfach auch konzentriert sein. Ich finde, du strahlst das aber auch aus, dass du da Bock drauf hast. Das merkt man dir echt an. Schön. Das machen, glaube ich, aber auch, es geht auch, glaube ich, allen so, die Schlepper fahren. Du musst dafür eine gewisse Begeisterung du teilen. Das ist einfach so. Das ist natürlich in einem Berufszweig nicht anders, aber letzten Endes hier, ja, sonst musst du es ja nicht machen. Aber ich sage immer, ne? Heute hat man ja alle Auswahlmöglichkeiten, die man hat, aber das ist einfach, das ist die Abwechslung. Nicht jeder Job ist gleich, den du machst, nicht jeder Tag ist gleich, Wetter kann sich ändern. Nebel ist auch sehr herausfordernd, muss man sagen, weil das ist wirklich, da kann es wirklich ganz anders lang gehen im Nebel. Also ja, das kann ich mir vorstellen. Und da hat man manchmal wirklich nicht die Sicht, die man sich wünscht. Also da hast du, wenn du nur wenige Meter Sicht hast. Aber wir hatten aber auch in Hamburg wir hatten aber auch richtig heftig einige Nebeltage. Ne? Ja gut, ihr Lieben. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt hier ins Dunkle. Das Licht ist weitestgehend aus. Genau. Ich haue nochmal ein Dankeschön an Hexo raus für 800 Bits, Mirko 2,89, Rudi 5 €, Vorkosch nochmal 100 Bits, Ulrich 10 € Superchat, Volker 5,99 und Andreas auch nochmal 5 € Superchat. Ihr Lieben, ein ganz, ganz dickes Dankeschön geht natürlich raus an Fairplay, dass überhaupt die Company sagt, könnt ihr machen, könnt ihr mitfahren. Sehr gerne. Ein dickes Dankeschön geht heute natürlich auch nochmal an die Lotsen, die gesagt haben, hey, ist okay. Unser Gesabbel im Funk könnt ihr heute mal mitsenden. Und ja, ein ganz spezieller Dank natürlich an Conny. Herzlich gerne. Immer wieder gerne. Also ich glaube, du hast schon den einen oder anderen Fan unter den Zuschauern. Ja, also nee, ist wirklich richtig klasse. Ja, und natürlich ein dickes Dankeschön an euch, dass ihr überhaupt eingeschaltet habt, mitten in der Woche um die Uhrzeit. Die Zuschauerzahlen waren sensationell, was ich gesehen habe. Also das war wirklich richtig, richtig gut. Hat auch mega Spaß gemacht. Vielen Dank auch, dass ihr im Chat unterstützt habt. Ich weiß, wir konnten nicht jede Frage beantworten. Viele, viele Fragen waren auch 5-fach oder 6-fach gestellt. Ja. Wenn ihr später reingekommen seid, geht gerne nochmal in die Aufzeichnung. Am Anfang haben wir auch noch mal eine ganze Menge erklärt, bevor wir wirklich fest waren an dem Schiff. Also das lohnt sich da noch mal zurückzuspulen und dann noch mal den Anfang anzugucken. Ja, und dann natürlich auch ein ganz besonderes Dank wieder einmal an unsere Moderatoren, die heute eine Sonderschicht oder Extraschicht eingelegt haben. Ihr Lieben, herzlichen Dank. Euch allen noch gute Ruhe. Einen schönen Abend und ja, gute Ruhe, sagt man in der Seefahrt, ne? Auf jeden Fall. Gute Ruhe, gute Wache. Genau. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.